Muskelaufbau, Fettverlust, Hormonproduktion, alles enorm wichtige Faktoren, die direkt im Zusammenhang mit eurer Schlafqualität stehen. Schlaf ist nicht gleich Schlaf. Die Körpertemperatur kann schon einen maßgeblichen Einfluss darauf haben. Die Nonplusultra-Schlafroutine. Das wird maßgeblich verhindern, dass ihr in die regenerativen Schlafphasen kommt. Freunde, willkommen zum Schlafguide. Und damit auch einem der absolut wichtigsten Videos, was ich wohl je gemacht habe. Denn Schlaf ist und bleibt nun mal unser Nummer 1 Regenerationsfaktor. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch gerade du in dem Bereich momentan noch eine ganze Menge Potenzial auf der Strecke lässt. Denn ich sehe es immer wieder über alle Jahre hinweg und vor allen Dingen auch bei Athleten von wirklich jedem Leistungsstand. Training wird maximiert, Ernährung wird aufs Genaueste eingehalten, aber der Schlaf fällt direkt hinten runter. Dabei ist der Schlaf so entscheidend, wie viele Fortschritte ihr macht und vor allen Dingen auch in welchem Zeitraum ihr diese erreichen könnt. Denn Muskelaufbau, Fettverlust, Hormonproduktion, alles enorm wichtige Faktoren, die direkt im Zusammenhang mit eurer Schlafqualität stehen. Und in dem Sinne geht es hier natürlich auch konkret Schritte zu geben, diese zu maximieren. Darüber hinaus sind auch gesundheitliche Faktoren, wie zum Beispiel euer Blutdruck, die Insulinsensitivität, also die Fähigkeit eures Körpers mit Kohlenhydraten zu arbeiten und diese effizient zu verstoffwechseln, aber auch zum Beispiel euer Immunsystem, jetzt gerade besonders für alle, die immer dauernd krank sind, mal aufgepasst. Unglaublich wichtige Faktoren, die alle dadurch beeinflusst werden. Von dem her werden wir heute mal wirklich tief ins Thema Schlaf einsteigen. Ich werde euch helfen, den Schlaf besser zu verstehen, mit den einzelnen Schlafphasen, was es da so gibt, wie der Schlaf zusammengesetzt ist und so weiter. Aber im Vordergrund des Videos soll natürlich stehen, konkrete Schritte an die Hand zu bekommen, was ihr tun könnt, um eure Schlafqualität zu maximieren. Dabei werden wir über Verhaltensweisen sprechen, was ihr tun könnt, schon während des Tages zum Beispiel auch, um eure Schlafqualität zu maximieren. Und dabei werden einige interessante Punkte auf euch zukommen, mit denen ihr so nicht gerechnet hättet, da bin ich mir sicher, was ihr zum Beispiel morgens direkt nach dem Aufstehen auch schon machen könnt, um eure Schlafqualität am Abend zu verbessern. Aber wir werden andererseits natürlich auch zum Beispiel über Supplements sprechen. Auch die Pharmakologie hat im Bereich Schlaf einiges zu bieten. Aber auch über diese ganzen lustigen Tools, die ich mir hier so besorgt habe und auch selber im Einsatz habe. Denn da kann man auch eine ganze Menge machen, um die Schlafqualität dementsprechend zu fördern. Von dem her würde ich sagen, wir starten mal rein und steigen ein ins Thema Schlaf. Bevor wir jetzt hier aber richtig in die Tiefe gehen können, habt ihr jetzt erstmal die Möglichkeit, den Kanal zu abonnieren und euch das Video vor allen Dingen auch noch abzuspeichern, denn ihr werdet es später noch brauchen. Wenn wir hier mit allem durch sind, gebe ich euch am Ende die Nonplusultra-Schlafroutine an die Hand, wo ihr wirklich dafür sorgen könnt, eure Schlafqualität auf die Spitze zu treiben. Schritt für Schritt, morgens bis abends, Substanz für Substanz, jeden einzelnen Schritt, den ihr tun könnt, um wirklich für die Nacht eures Lebens zu sorgen. Von dem her bleibt auf jeden Fall dran, es wird sich lohnen. Aber bis es soweit ist, haben wir noch ein bisschen was vor uns. Von dem her steigen wir jetzt mal ein mit der Schlafarchitektur. Unglaublich wichtiger Punkt und erstmal ein komisches Wort, was aber einfach nur aussagt, wie euer Schlaf zusammengesetzt ist. Denn Schlaf ist nicht gleich Schlaf, sondern während der Nacht durchlauft ihr verschiedene Phasen. Die dauern im Schnitt so 90 bis 120 Minuten und wechseln sich während der Nacht in verschiedenen Konstellationen ab, was bei jedem Menschen jetzt auch mal wieder erstmal ein bisschen unterschiedlich ausfällt. Dabei unterscheiden wir in 3 hauptsächliche Phasen. Man kann die noch weiter runtersplitten und super tief ins Detail gehen. Um jetzt hier das allgemeine Verständnis aber erstmal zu schulen, soll das uns erstmal reichen. Die erste Phase ist erstmal der Leichtschlaf. Das ist die Phase, die euch sozusagen auf die wichtigen Schlafphasen vorbereitet. Das heißt, euer Körper senkt die Temperatur ab, eure Körpertemperatur sinkt, die Herzfrequenz sinkt, alles wichtige Schritte, damit ihr dann wirklich in die regenerativen Phasen eintauchen könnt. Wobei die Leichtschlafphase jetzt erstmal noch nicht wirklich sehr regenerativ ist, sondern es ist mehr so eine vorbereitende Phase. Und ihr habt sie wahrscheinlich alles schon mal gespürt. Ihr liegt im Bett, ihr habt so das Gefühl, okay, irgendwie schlafe ich schon, irgendwie aber auch nicht. Das ist genau der Punkt, wo ihr dann wahrscheinlich im Leichtschlaf hängt. Dann geht es dann hoffentlich irgendwann weiter mit dem Tiefschlaf. Enorm entscheidende Phase und die meisten von euch werden auch immer auf der Suche nach dem Tiefschlaf sein. Ich kriege immer unzählige Nachrichten, wie viel Tiefschlaf brauche ich denn? Oder ich habe gesehen, ich habe nur eine halbe Stunde Tiefschlaf, ist das nicht zu wenig und so weiter. Da machen sich alle so ein bisschen verrückt, irgendwo auch zu Recht, denn der Tiefschlaf ist natürlich enorm entscheidend. Hier findet vor allen Dingen die körperliche Regeneration statt. Das heißt Zellreparaturprozesse, euer Immunsystem wird dementsprechend wieder auf Vordermann gebracht. HGH-Ausschüttung ist ja auch ein wichtiges Thema, das findet auch während dieser Schlafphase statt. Das heißt, alle körperlichen Reparaturprozesse werden hauptsächlich hier abgedeckt und sorgen dann dementsprechend dafür, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr im Training ordentlich reingehauen habt, dann auch überhaupt die Möglichkeit habt, euch davon zu regenerieren.
Die nächste Phase ist dann der REM-Schlaf. REM steht dabei für Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegung, wenn ihr so wollt, und ist vor allen Dingen die Phase, wo es bei euch hier dementsprechend im Gedächtnis an den regenerativen Prozess geht. Das heißt, ihr verarbeitet Informationen des Tages. Wenn ihr irgendwas gelernt habt während des Tages, wird es dort auch gefestigt, wenn ihr ausreichend REM-Schlaf habt. Emotionale Geschichten werden im Unterbewusstsein angegangen und so weiter. Das heißt, alles, was hier oben dementsprechend abgeht, wird dann dementsprechend angegangen. Und somit ist es halt auch extrem entscheidend, dass ihr alle diese Schlafphasen abbildet, weil sie halt verschiedene Funktionen erfüllen. Ganz oft wird dann immer gefragt, wie viel brauche ich von welcher Schlafphase? Das ist erstmal extrem individuell und da solltet ihr euch auf jeden Fall nicht verrückt machen, wobei wir dann auch gleich noch beim Thema Schlaftracking drauf kommen. An der Stelle gleich noch ein Equipment-Tipp für euch, für alle, die sehr oft groggy aufwachen. Denn wenn ihr aus dem Leichtschlaf gerissen werdet, hat das erstmal jetzt nicht so große Folgen und ihr werdet das kaum merken. Wenn ihr aber aus dem REM-Schlaf gerissen werdet zum Beispiel, werdet ihr das immer merken, denn REM-Schlaf ist auch die Phase, wo wir besonders viel träumen. Ja, das heißt, wenn ihr aus dem Schlaf aufwacht und ihr könnt euch noch haargenau an den Traum erinnern, den ihr gerade hattet, dann wart ihr wahrscheinlich gerade in einer REM-Schlafphase. Und ähnlich sieht es aus mit dem Tiefschlaf. Wenn ihr da rausgerissen werdet, fühlt sich das an, als ob ihr 3 Nächte durchgeschlafen habt. Ihr seid so richtig groggy und braucht extrem lange, um wieder in die Gänge zu kommen und so weiter. Und um das zu vermeiden, gibt es einen ganz einfachen Trick. Und zwar gibt es Lichtwecker, den ihr auf eine bestimmte Uhrzeit programmieren könnt. Sagen wir mal, ihr wollt um 6 Uhr aufstehen. Und dann fängt der Wecker an, irgendwie so um 5:20 Uhr, 5:30 Uhr langsam das Licht hochzufahren. Das heißt, der wird erstmal ganz, ganz langsam in verschiedenen Stufen heller, simuliert so den Sonnenaufgang und sorgt einfach dafür, dass ihr dann sozusagen auf natürliche Art und Weise aus diesen Schlafphasen, die ihr euch so groggy machen würden, rauskommt und dann in einer Leichtschlafphase auf natürliche Art und Weise aufwacht, ohne dass der Wecker wieder euch dann dementsprechend terrormäßig aus dem Bett holt. Also von dem her ganz klare Empfehlung, Lichtwecker für alle, die dementsprechend Probleme haben und immer aus der falschen Schlafphase gerissen werden. Auf jeden Fall ein sehr, sehr wertvolles Tool. Im nächsten Schritt ist es unglaublich entscheidend, dass wir uns erstmal über das Schlaftracking unterhalten. Denn ihr wisst, wie es ist. Nur Probleme, die wir klar benennen und auch messen können, können wir im Umkehrschluss dann auch wieder manipulieren, um eine gezielte Verbesserung zu ermöglichen. Das heißt, wir müssen natürlich erstmal irgendwie überwachen können, wie schlaft ihr denn aktuell? Und da bieten sich verschiedene Tools an, die im Großen und Ganzen alle darüber funktionieren, dass sie verschiedene Parameter messen. Sei es die Bewegung während der Nacht, eure Herzfrequenz, Atemmuster oder auch Geräusche, werden alle ins Verhältnis gesetzt, um dann dementsprechend irgendwie eine Auswertung zu basteln, wie ihr denn geschlafen habt und vor allen Dingen auch, wie lange eure Schlafphasen ausgefallen sind. Hier ist es jetzt erstmal gleich wichtig, einen ganz, ganz großen Nachteil vom Schlaftracking zu nennen und das ist die Genauigkeit. Heutzutage ist die Technologie leider noch nicht so weit, dass wir hier ein direktes Schlaflabor mit so einer Uhr zum Beispiel nachstellen können. Das muss es aber auch gar nicht, denn es geht viel weniger darum, ob ihr jetzt 35 oder 36 Minuten Tiefschlaf hattet, sondern es geht darum, um Trends zu erkennen. Die eigentliche Zahl ist erstmal völlig egal, denn die Uhr misst immer gleich falsch und das ist wieder ein sehr positiver Umstand, denn wenn ihr immer eine halbe Stunde Tiefschlaf habt, ja, und ihr geht jetzt aktive Schritte und werdet mit der Zeit feststellen, ihr habt auf einmal eine Stunde. Es ist scheißegal, wie viel es letztendlich wirklich ist. Es ist nur wichtig, es ist auf einmal doppelt so viel. Und ihr seht, die Schritte, die ihr geht, haben auf jeden Fall eine Auswirkung. Von dem her ist es hier wieder einfach nur wichtig, im Kopf zu behalten, wir wollen Muster erkennen und wollen uns auf gar keinen Fall beim Schlaftracking verrückt machen, wenn uns die Uhr jetzt mal irgendwie anzeigt, oh Gott, wir haben jetzt mal eine Nacht nur 10 Minuten weniger Tiefschlaf gehabt oder so. Das ist völlig unerheblich. Der absolute Spitzenreiter, was ich durch die Bank weg jetzt über all die Jahre immer wieder festgestellt habe, ist die Fitbit, wenn es um das Schlaftracking geht. Die hat einfach den großen Vorteil, dass sie dementsprechend bei euch am Körper ist, eure Herzfrequenz und weitere Faktoren dementsprechend mit einfließen lassen kann und das Ganze auch ein sehr, sehr genaues Ergebnis abbildet. Wobei andere teure Uhren, wie zum Beispiel die Apple Watch, auch sehr, sehr enttäuschend sind, was das Schlaftracking angeht. Sehe ich immer wieder bei Klienten im Coaching, die mit einer Apple Watch zu mir kommen, dass wir da einfach große Probleme haben, Auswertungen durchzuführen, weil die einfach bei weitem nicht die Genauigkeit hat, obwohl sie so verdammt teuer ist. Von dem her können wir nur hoffen, dass da in den nächsten Jahren einiges passiert, bis es soweit ist. Auf jeden Fall die Fitbit, das Nonplusultra vom Preis-Leistungs-Verhältnis hier, die beste Wahl, was ich euch auch alles unten verlinken werde. Das heißt, alle Tools, die wir hier heute ansprechen, sei es der Lichtwecker vorhin, jetzt auch die Fitbit und alles, was noch kommen wird, werde ich euch unten dementsprechend reinpacken, dass ihr den ganzen Kram nicht raussuchen müsst und dann immer die besten Tipps an der Hand habt, dass ihr nicht die Fehler machen müsst, die ich all die Jahre gemacht habe. Denn ihr könnt glauben, ich habe einiges durchprobiert und habe natürlich auch öfter mal ins Klo gegriffen. Also, Schlaftracking, absolute Grundlage, um hier irgendwas überhaupt erstmal auswerten zu können.
Falls ihr jetzt aus irgendeinem Grund keine Fitbit am Start habt, weil ihr zum Beispiel tätowiert seid und die dann irgendwie nicht richtig messen kann oder, dann gibt es auch eine Möglichkeit, mit eurem Handy zu arbeiten. Und da gibt es eine grandiose App, die heißt Sleep Cycle. Die könnt ihr für einen gewissen Zeitraum auf jeden Fall erstmal kostenlos testen. Danach kostet die so ein paar Euro im Monat, aber vielleicht reicht ja auch schon dieser Testzeitraum, um erstmal ein paar wichtige Erkenntnisse für euch rauszuziehen. Das Großartige bei dieser App ist, sie misst auch euer Schnarchen. Das heißt, Atemaussetzer und Schnarchen, unglaublich wichtige Faktoren, die ich gleich im weiteren Verlauf noch dementsprechend beleuchten werde, sorgen extrem dafür, dass ihr nicht in die regenerativen Schlafphasen kommt. Und die müsst ihr natürlich erstmal feststellen. Denn wenn ihr alleine schlaft, euer Partner, eure Partnerin dementsprechend auch immer total tief weggetreten ist, werden die das vielleicht gar nicht so berichten können, wie viel ihr wirklich schnarcht. Und da ist es dann wirklich besser, sich auf Daten zu verlassen. Von dem her, die App Sleep Cycle ist auch eine schöne Ergänzung für alle Fitbit-Nutzer, einfach das Ding mal parallel laufen zu lassen, um da auch noch weitere Auswertungen zu bekommen. Und mit diesen beiden Tools habt ihr auf jeden Fall alles, was ihr braucht, um eure Schlafqualität vernünftig zu messen und über die Dauer dann auch dementsprechend beeinflussen zu können. Wenn es jetzt im weiteren Verlauf darum gehen soll, eure Schlafqualität wirklich gezielt anzugehen und zu maximieren, müssen wir uns auch zwangsweise über die Atmung unterhalten, was viele von euch vielleicht jetzt erstmal verwundern wird. Aber die Atmung hat einen maßgeblichen Einfluss darauf, in welchem Nervensystem euer Körper gerade agiert. Wir unterscheiden dabei zwischen dem Parasympathikus, also einerseits dem regenerativen Nervensystem, und auf der anderen Seite dem Sympathikus, also dem Kampf- oder Fluchtzustand. In diesem Zustand wird der Körper immer bereit sein, dementsprechend Energiereserven freizusetzen, um euch mit Leistungsfähigkeit zu versorgen. Ihr seid wach, ihr seid stimuliert und ihr könnt euch das Ganze ungefähr so vorstellen, als ob da gerade ein Tiger um die Ecke kommt und euer Körper signalisiert, jetzt geht es hier direkt los und ich muss auf jeden Fall bereit sein. Das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Zustand, den ihr in den Abendstunden oder direkt vor dem Schlafen erreichen wollt. Und von dem her ist es schon unglaublich entscheidend, dafür zu sorgen, dass wir eher im Parasympathikus agieren. Das heißt, dem regenerativen Nervensystem, was dadurch gekennzeichnet ist, dass euer Körper runterfährt. Prozesse wie Zellreparaturen und auch die Verdauung so zum Beispiel alles ins Laufen bringt. Denn das sind ja alles Prozesse, die wir während eines Kampfes oder Fluchtzustandes erstmal jetzt nicht mit Energie bereitstellen wollen, sondern da wollen wir uns darauf konzentrieren, leistungsfähig zu sein. Das heißt, der Körper switcht ihr immer hin und her und ihr könnt ihn dabei unterstützen, indem ihr die richtige Atmung an den Tag legt. Die Nasenatmung ist dabei erstmal euer wichtigster Helfer, wenn es darum geht, den Parasympathikus zu aktivieren. Das heißt, stellt euch das Ganze so vor, ihr flüchtet jetzt gerade vor dem Tiger, da werdet ihr bestimmt nicht ruhig durch die Nase atmen, sondern ganz im Gegenteil eine schnelle, flache Atmung durch den Mund erzeugen, die immer dafür sorgen wird, dass der Sympathikus dementsprechend stimuliert wird. Von dem her wollen wir genau das Gegenteil machen und ruhige, langsame Atemzüge durch die Nase machen. Das dann wieder im Umkehrschluss dafür sorgt, dass wir ins regenerative Nervensystem überhaupt erstmal abschalten können. Das funktioniert natürlich weniger gut, wenn ihr zu den Leuten gehört, die nachts vor allen Dingen durch den Mund atmen. Das wird maßgeblich verhindern, dass ihr in die regenerativen Schlafphasen kommt, wofür es aber einfache Lösungen gibt. Ein Tool möchte ich euch hier mal vorstellen und das sind solche Mundpflaster. Die sind, keine Angst, das fühlt sich jetzt nicht an wie eine Zwangsjacke oder ähnliches. Die merkt man eigentlich gar nicht. Das sind so kleine Pflaster, die man auch übrigens als Bartträger, ich nutze sie auch selber, dementsprechend verwenden kann. Klebt man sich dann hier einfach auf die Lippen und sorgt einfach dafür, dass euer Mund auf angenehme Art und Weise geschlossen bleibt. Wobei ich sagen muss, dass da auch nicht alle Pflaster geeignet sind. Diese sind gut und die merkt man nicht. Es gibt aber auch andere, die sind relativ unangenehm und vor allen Dingen auch unangenehm beim Abziehen. Aber hier habe ich echt einen guten Griff gemacht, findet ihr auch wieder unten. Und sorgen dementsprechend dafür, dass ihr gar nicht die Möglichkeit habt, nachts den Mund aufzumachen und euer Sympathikus dementsprechend auch gar nicht so in dem Umfang aktiviert werden kann. Jetzt werden viele von euch sagen, ja, aber durch die Nase kriege ich ja keine Luft. Deswegen gibt es ja auch Pflaster, und zwar Nasenpflaster. Die sorgen dann dementsprechend hier wieder dafür, dass eure Nasenflügel gespreizt werden und ihr es einfacher habt, durch die Nase Luft zu holen. Das heißt, auf der einen Seite schließen wir den Mund, ja, dass ihr gar nicht durch den Mund atmen könnt, und öffnen die Nase, um euch das Atmen sozusagen dahingehend noch zu erleichtern. An der Stelle auch noch der ganz, ganz wichtige Hinweis. Wenn ihr Nasenspray verwendet, lasst es sofort sein. Der Wirkstoff in Nasenspray, Xylometaxolin-Hydrochlorid, ist ein Stimulanz. Das ist ungefähr so, als ob ihr ein Energy oder eine Tasse Kaffee vor dem Schlafengehen trinkt, wenn ihr euch abends noch die Nase vollballert, um die dann entsprechend frei zu bekommen. Denn ihr wisst selber, wie es ist. Das ist ein Teufelskreis, der euch nicht wirklich die Nase frei macht und euch immer nur in diesem Zustand hält, mehr und mehr zu brauchen, was sich dann dementsprechend wieder negativ auf die Schlafqualität auswirkt. Wenn ihr davon loskommen wollt, könnt ihr gerne mal ersatzweise die Supplementation probieren mit Bromelain. Das ist das Enzym aus der Ananas.
das, ja, ein Protease-Enzym, was euch dabei hilft, auch Proteine zu spalten. Hat auch entzündungshemmende Eigenschaften, aber auch vor allen Dingen den Umstand, dass es die Schleimhäute abschwellen kann. Und dazu würde ich euch noch empfehlen, N-Acetylcystein, NAC, das kennen die meisten von euch vielleicht für die Lebergesundheit oder auch in Krankheitsphasen, was ähnliche Effekte hervorruft, eure Schleimhäute abschwellen lässt und dann dementsprechend dafür sorgt, dass ihr es wieder einfacher habt, durch die Nase zu atmen. Also mit dieser ganzen Kombination, Mund zukleben, Nase öffnen plus Supplements, die die Schleimhäute dementsprechend abschwellen lassen, sollte es auch ohne Nasenspray, um Gottes Willen, die Möglichkeit geben, für alle von euch durch die Nase zu atmen, was dann dementsprechend dazu führt, dass ihr auch endlich im Parasympathikus ankommt und erstmal die Grundlage schafft, überhaupt erstmal eine vernünftige Schlafqualität an den Start zu bringen. Diese Tools sind alle schön und gut und helfen auch bis zu einem gewissen Maße, aber wenn die Probleme schwerwiegender sind und ihr wirklich starke Atemaussätze habt oder sogar schnarcht während der Nacht, wird es das Problem leider nicht lösen und ihr müsst dann schon zu dementsprechend wirksameren Methoden ergreifen, wozu ich schon mal ein komplettes eigenständiges YouTube-Video gemacht habe, denn das würde den Rahmen hier auf jeden Fall sprengen. Die Rede ist von der CPAP-Therapie. Da habe ich euch wirklich eine Stunde darüber ausgelassen, warum das absolut entscheidend ist für so ziemlich jeden Bodybuilder oder ambitionierten Kraftsportler, der einfach auch vermehrt Muskulatur im Schultergürtel mit sich rumschleppt, die immer dafür sorgen wird, dass sie sozusagen von den Atemwegen eher sozusagen kollabiert, ein Schnarchen sozusagen dementsprechend begünstigt wird, was auch wieder dafür sorgt, dass ihr nicht in die regenerativen Schlafphasen kommt. Euer Körper wird die ganze Zeit wieder in den Sympathikus, in das stimulierende Nervensystem sozusagen verleitet und hat überhaupt nicht die Möglichkeit, Tief- und REM-Schlafphasen wahrzunehmen. Weshalb ihr dann auch, wenn ihr 8 oder 9 Stunden im Bett gelegen habt, aufsteht und euch fühlt, als ob ihr gar nicht geschlafen hättet. All diese Probleme lassen sich mit einer Maske lösen. Das heißt, wenn ihr die richtig eingestellt habt, und hier auch nochmal der Aufruf, ich helfe wirklich jedem gerne dabei, das Ding zu implementieren. Ihr müsst dafür nicht ins Schlaflabor, ihr könnt das ganz einfach mittlerweile selber besorgen. Das war nicht immer so. Als ich damit vor 5 Jahren angefangen habe, musste ich mir das noch auf andere Art und Weise besorgen, aber das ist eine andere Geschichte. Schaut da mal in dem Video vorbei, alle wichtigen Informationen findet ihr da. Ich helfe euch gerne, das Ding einzustellen, weil das löst wirklich die gravierenden Probleme. Sobald ihr schnarcht, was ihr jetzt mit der Sleep Cycle App dementsprechend überprüfen könnt, ist es auf jeden Fall direkt an der Zeit zu handeln und hier etwas dagegen zu tun, denn Mundpflaster, Schlafhygiene und alle Punkte, die ich jetzt gleich noch besprechen werde, schön und gut. Das ist wirklich die Sache, die Nummer 1 darüber entscheiden wird, ob ihr regenerativ schlaft oder nicht. Und für so ziemlich jeden ambitionierten Kraftsportler definitiv Pflicht, denn erhöhtes Körpergewicht, vermehrte Muskelmasse und so weiter sind einfach extreme Risikofaktoren, die bei den meisten dazu führen, dass ihr dementsprechend anfällig für solche Geschichten seid und die lassen sich halt einfach von heute auf morgen sofort abstellen, was dann dementsprechend auch mit einer höheren Schlafqualität einhergeht. Video verlinke ich euch hier irgendwo. CPAP-Therapie auf jeden Fall ein unglaublich wichtiger Punkt, der den Rahmen hier aber sprengen würde. Von dem her schaut euch das Video auf jeden Fall nochmal im Detail an. Wenn wir jetzt endlich im richtigen Nervensystem angekommen sind und auch Gott sei Dank alle Atemprobleme beseitigt sind, sorgen wir jetzt erstmal dafür, dass ihr euch auch in der richtigen Schlafumgebung befindet. Denn bei euch im Schlafzimmer kann auch eine ganze Menge schief gehen und im Umkehrschluss könnt ihr auch gezielt Schritte gehen, um hier noch mehr für euch rauszuholen. Der erste Punkt wäre die Temperatur. Denn wenn euer Körper in den Schlafzustand übergeht, wird er eure Körpertemperatur immer absenken. Das ist enorm entscheidend, um dann dementsprechend auch die regenerativen Prozesse zu starten. Und ihr kennt es auch alle selber aus dem Selbstexperiment. Wenn wir 30 Grad plus haben, ihr schlaft einfach nicht so erholsam wie sonst. Das heißt, die Körpertemperatur kann insgesamt schon einen maßgeblichen Einfluss darauf haben und wir können das Ganze unterstützen, indem wir für relativ kühle Schlafbedingungen sorgen. Das heißt in Zahlen 16 bis 18 Grad ist für die meisten Menschen ideal. Das heißt schon relativ kühl, aber wie gesagt, ruft euch auch vor Augen, dass das einfach ein extrem wichtiger Faktor ist, den wir gegebenenfalls auch mit externen Mitteln herstellen müssen. Das heißt, wenn es jetzt hohe Temperaturen sind, dann wägt doch ruhig mal ab, irgendwie einen Stehventilator auf die Höhe eures Betts zu implementieren, dass der dann sozusagen die ganze Nacht da für frischen Wind sorgt oder vielleicht sogar eine Klimaanlage für die heißen Monate, dass ihr immer eine angenehme Schlaftemperatur haltet, was eure Körpertemperatur dann dementsprechend entgegenkommt. Der nächste Faktor, der später auch noch im Detail beleuchtet wird, ist Dunkelheit. Es muss wirklich stockfinster sein, denn jede Art von Licht wird eure Schlafqualität dann dementsprechend wieder komprimieren. Und dabei geht es nicht nur um die Augen, das heißt, wenn ihr jetzt so eine Schlafbrille habt, ist alles schön und gut und für unterwegs auch mal eine gute Alternative, aber ihr habt auch Rezeptoren auf der Haut, die auf Licht reagieren und dementsprechend wäre es unglaublich entscheidend, wirklich Vorhänge zu kaufen, die komplett abdunkeln, am besten so, dass ihr gar nichts mehr seht oder mit Rollläden, Jalousien zu arbeiten, wenn möglich. Investiert da lieber wirklich in gute Vorhänge, die wirklich komplett abdunkeln und tut eurer Schlafqualität im Großen und Ganzen einen wahnsinnigen Gefallen, denn ich sehe es immer
immer wieder, dass wenn ich bei Klienten die Schlafqualität dann dementsprechend angehe und mir auch das Setup vom Schlafzimmer angucke, dass die Leute wirklich komplett ohne Vorhänge schlafen, was eine absolute Katastrophe darstellt und natürlich dann kein Wunder ist, dass ihr hier dann Abstriche in eurer Qualität machen müsst. Ein weiterer Faktor ist die Geräuschkulisse. Wenn ihr an der Hauptstraße wohnt und dann auch noch gegebenenfalls abends mit einem offenen Fenster schlaft oder irgendwie der Fernseher im Hintergrund läuft oder ähnliche Faktoren, sind das auch alles wieder Punkte, die eure Schlafqualität dementsprechend leiden lassen. Von dem her, sorgt dafür, dass es so leise wie möglich ist. Wenn ihr nicht immer Einfluss darauf habt, dass es leise ist, weil die Hauptstraße sozusagen sich nicht jetzt einfach mal abstellen lässt, dann sorgt zumindest dafür, dass ihr mit Ohrstöpseln eine Geräuschkulisse schafft, sozusagen, die euch nicht weiter stört und insgesamt dann auch wieder weniger Störfaktoren drin sind, die sich da negativ auswirken. Neben diesen konkreten Anpassungen sollte das Schlafzimmer auch ganz allgemein gesprochen erstmal eine Art Höhle für euch darstellen. Das heißt, viele Prozesse im Körper laufen auch noch genauso wie in der Steinzeit ab. Da hat das iPhone jetzt auch noch nichts dran geändert. Die Mechanismen sind in der Regel noch die gleichen und dementsprechend wollen wir einfach für Bedingungen sorgen, wo ihr in dem Schlafzimmer wirklich nur schlaft. Klar, für manche geht das nicht anders. Einzimmerwohnungen habe ich selber alles durch und man verbringt dann auch gegebenenfalls mal sehr viel Zeit im Bett. Wenn es euch möglich ist, das aber zu trennen, solltet ihr das auf jeden Fall tun und das Bett sozusagen wirklich als Ankerpunkt dafür nehmen, wirklich nur dort zu schlafen. Es wird euch umso viel einfacher fallen, da dementsprechend auch vom Kopf her in den Schlaf überzugehen, wenn ihr nicht schon den halben Tag im Bett verbracht habt und der Körper gar nicht richtig unterscheiden kann, was tue ich da jetzt eigentlich und in welcher Umgebung befinde ich mich eigentlich. Abschließend dazu jetzt erstmal noch ein Punkt, der wahrscheinlich für ordentlich Ärger bei euch zu Hause sorgen wird. Viele liebe Grüße an die Partnerin oder den Partner. Ihr könnt ja sagen, ich bin schuld, aber ihr solltet unbedingt auch in Erwägung ziehen, in getrennten Betten und vor allen Dingen auch alleine zu schlafen, wenn ihr eure Schlafqualität maximieren wollt. Denn ein Partner ist auch immer ein potenzieller Störfaktor, der euch die Decke klaut, Geräusche macht oder sonst irgendwelchen Unruhe sozusagen ins Schlafzimmer bringt. Vielleicht kommt er auch zu spät ins Bett oder steht zu früh wieder auf. Alles Faktoren, die eure Schlafqualität dann dementsprechend wieder komprimieren können. Weshalb es auf jeden Fall sinnvoll sein kann, wenn ihr hier wirklich alles rausholen wollt, mal über getrennte Betten zu sprechen. Und sind wir mal ehrlich, der Zeitpunkt vor dem Einschlafen ist ja noch ganz nett zusammen, aber während des Schlafes hat man ja nichts voneinander und stört sich halt gegebenenfalls nur gegenseitig. Von dem her einfach mal ganz objektiv drüber nachdenken, ob das nicht der richtige Schritt wäre und auch hier bitte einmal an die Haustiere denken. Ja, viele haben ja einen halben Zoo im Bett, da liegen noch 3 Katzen und noch ein Hund zwischendurch und so weiter. Auch alles wieder Störfaktoren, die dann gegebenenfalls dafür sorgen, dass ihr was auf der Strecke lasst. Von dem her diese Punkte gar nicht so unwichtig und für viele, denke ich, auf jeden Fall ein entscheidender Faktor, wo noch einiges rauszuholen wäre. Zwei absolut entscheidende, aber unterschätzte Werkzeuge, die es jetzt im ersten Schritt erstmal ganz genau zu verstehen gilt und die wir uns dann natürlich auch wieder gezielt zunutze machen werden, sind hier Licht und Dunkelheit. Denn euer Körper unterläuft immer noch, genau wie früher, einen zirkadianen Rhythmus. Das heißt, in einem Zeitfenster von ungefähr 24 Stunden laufen im Körper verschiedene biologische Prozesse ab, wie zum Beispiel die Regulation eurer Körpertemperatur, Hormonproduktion, Verdauung und viele weitere, die dann zu bestimmten Tageszeiten steuern, was bei euch passiert. Und dabei ist der Schlaf-Wach-Rhythmus natürlich auch ein maßgeblicher Faktor, der im Umkehrschluss wieder durch Licht und Dunkelheit bestimmt wird. Das heißt, wir wollen uns jetzt erstmal ganz gezielt zu bestimmten Tageszeiten Licht und Dunkelheit in der richtigen Form aussetzen, um genau diesen Biorhythmus zu stabilisieren und dafür zu sorgen, dass der Körper überhaupt auch erstmal die Möglichkeit hat, die richtigen Schlafphasen zu steuern. Das heißt, das Ganze sieht so aus, dass wir idealerweise direkt morgens nach dem Aufstehen erstmal Tageslicht bekommen. Ja, unmittelbar nach dem Aufstehen oder so kurz wie möglich danach gilt es einfach erstmal direkt ins Tageslicht zu kommen. Und dabei könnt ihr euch daran orientieren, es ist je mehr Tageslicht notwendig, je bewölkter es ist. Das heißt, wenn die Sonne schon total oben steht und ballert und es nicht eine Wolke am Himmel ist, dann reichen sicherlich auch 5 Minuten direkte Sonneneinstrahlung. Dabei ist übrigens auch die Haut mit einzubeziehen. Das heißt, je mehr Sonne ihr sozusagen insgesamt abbekommt, nicht nur in die Augen, sondern auch vor allen Dingen auf die Haut, also das heißt oberkörperfrei zum Beispiel auf der Terrasse frühstücken, wäre ein absolutes Paradebeispiel, diesen Effekt zu unterstützen. Wird dann dementsprechend dafür sorgen, dass ihr einen sehr, sehr starken Anker setzt, dem Körper zu signalisieren, direkt nach dem Aufstehen, jetzt ist Tag, die Cortisolausschüttung wird erhöht und alle Signalwege im Körper, die euch sozusagen signalisieren, in den Tag zu starten, werden aktiviert und das auf sehr kraftvolle Art und Weise. Das Licht während der Tageszeit hat eine ganz andere Intensität als die am Abend. Da ist es nämlich so, das Dämmerungslicht, ihr kennt das alle, so mit dem rötlichen Sonnenuntergang, dass die Lichtintensität abnimmt und dementsprechend dann auch dafür sorgt, die Natur ist schlau und hat uns mit allen Werkzeugen sozusagen versorgt, um das genau zu steuern, weil der Steinzeitmensch musste ja damals irgendwie wissen, wann muss ich denn jetzt wach sein, wann soll ich schlafen.
das hat das Licht alles geregelt. Die Lichtintensität nimmt ab, das Licht wird gesenkt und der Körper hat sozusagen die Möglichkeit zu signalisieren, okay, jetzt wird es langsam Zeit, sich auf den Schlaf vorzubereiten, was dann im Umkehrschluss mit einer Melatoninproduktion einhergeht, das Hormon, was der maßgebliche Signalgeber ist, euch dann sozusagen auch in den Schlaf zu versetzen, was ungefähr so 2 bis 3 Stunden vor dem Schlafengehen bei euch im Körper losgeht, wenn ihr dann nicht da reinfuscht und dann dementsprechend mit dem falschen Licht zur falschen Zeit entgegenwirkt. Denn nicht nur das Tageslicht hat einen starken Einfluss auf euren Wachrhythmus, sondern auch vor allen Dingen alle künstlichen Lichtquellen. Das heißt, vor allen Dingen Bildschirme, ja, Laptop, Fernseher, Smartphone, all diese Geschichten haben auch sehr starken Anteil an Blaulicht. Denn Licht gibt es ja in verschiedenen Intensitäten und Farben und so weiter. Und gerade Bildschirme liefern halt einen großen Blaulichtanteil, der dementsprechend dafür sorgt, dass eure Melatoninproduktion runtergesetzt oder sogar komplett verhindert wird, je nachdem, wie stark ihr das Ganze halt konsumiert und zu welchen Zeiten. Das heißt, tagsüber völlig in Ordnung, da solltet ihr das sogar machen, ja. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, direkt irgendwie ans Tageslicht zu gehen, habt ihr die Möglichkeit zum Beispiel am Schreibtisch, mache ich auch selber total gerne morgens, weil ich auch zu Zeiten aufstehe, wo die Sonne meistens noch gar nicht da ist, mit Tageslichtlampen zu arbeiten. Diese haben eine sehr, sehr hohe Lichtintensität. Ich packe euch wieder eine Empfehlung unten rein. Dabei solltet ihr nämlich unbedingt darauf achten, dass diese Lampen mindestens 10.000 Lux haben. Das ist sozusagen die Intensität, in der das gemessen wird, um dann entsprechend auch Effekte im Körper sozusagen hervorzurufen, die dem Tageslicht ähnlich sind. Das heißt, für alle Faulen unter euch oder die nicht die Möglichkeit haben, wenn ihr morgens zum Beispiel direkt an den Schreibtisch geht, lasst euch einfach von der Tageslichtlampe dementsprechend beschallen und das setzt genau das gleiche Signal in einer ähnlichen Intensität, als ob ihr gleich morgens an die Sonne gehen würdet und ihr habt wieder einen schönen Anker gesetzt, um eure Schlafqualität schon direkt morgens nach dem Aufstehen sozusagen zu verbessern. Wenn es jetzt Richtung Abend geht, wollen wir genau das Gegenteil machen. Das heißt, da gilt es, alle künstlichen Lichtquellen zu vermeiden und das in so großem Umfang wie möglich. Denn jede Form von Blaulicht, ja, wird dafür sorgen, dass eure Schlafqualität komprimiert wird. Was machen wir? Wir sitzen den ganzen Tag in einem dunklen Büro mit wahrscheinlich gar keinen extra Lichtquellen. Und wenn wir dann abends nach Hause kommen, machen wir Festbeleuchtung an und gucken irgendwie den ganzen Abend Netflix-Serien auf unserem Laptop. Das ist natürlich der absolute Worst Case dafür, für eine vernünftige Schlafqualität zu sorgen. Und ich habe es auch immer wieder, wenn ich mit meinen Klienten die Schlafqualität gezielt angehe, um da Verbesserungen hervorzurufen, dass ich mir einmal die Routine auflisten lasse, was passiert denn alles bei dir so vor dem Schlafengehen in den letzten 2, 3 Stunden. Und dann kommt immer wieder, ja, ich gucke dann abends Fernsehen und dann eine halbe Stunde bevor ich ins Schlafen gehe, mache ich das dann aus. Das ist schön und gut, aber die Melatoninproduktion, also der Signalgeber, der überhaupt nötig ist, um euch in den Schlaf zu versetzen, beginnt 2 bis 3 Stunden idealerweise vor dem Schlafengehen. Das heißt, da reicht es jetzt nicht einfach nur mal 10 Minuten vorher den Fernseher auszumachen und dann zu erwarten, dass der Körper dann auch die Möglichkeit hat, euch direkt in den Schlaf zu schicken, sondern ganz im Gegenteil. Ihr müsst aktiv Schritte gehen, Blaulicht zu vermeiden. Dabei könnt ihr auch Hilfsmittel benutzen, wie hier meine Blaulichtfilterbrille. Die sieht nicht nur ultra cool aus, sondern ist auch ein wertvolles Werkzeug, dann dementsprechend, wenn es denn mal nicht anders geht und ihr zum Beispiel abends noch eine wichtige Mail bearbeiten müsst oder so, dieses Blaulicht halt zumindest ein bisschen einzudämmen. Es wird das Problem nicht lösen, das auf gar keinen Fall, aber ihr habt ein bisschen Möglichkeit, Schadensbegrenzung zu machen. Ebenfalls gibt es in allen euren elektrischen Geräten Apps, die sozusagen auch die Blaulichtfilterwellen rausfiltern. Ihr habt dann erkannt, dass ihr es richtig macht, wenn der Bildschirm absolut beschissen aussieht und ihr habt überhaupt keinen Bock mehr habt, den anzuschauen, weil ähnlich wie diese Brille hier mit dieser orangen Intensität sieht dann auch euer Bildschirm aus und das macht wirklich gar keinen Spaß mehr, weil die Farben auch total verzogen werden. Aber das ist halt der Effekt, den ihr haben wollt, um die Blaulichtwellen rauszunehmen. Von dem her, wenn überhaupt, Bildschirme vermeiden, falls es nicht anders geht, zumindest App und Blaulichtfilterbrille verwenden, um Schadensbegrenzung zu machen und auch generell bei eurem Lichtsetup gegen Abend solltet ihr darauf achten, keine direkten Lichtquellen mehr zu konsumieren. Das heißt, diese absoluten beiden Terrorstrahler, die mich hier zum Beispiel gerade vollballern und ich muss mich jetzt wirklich beeilen, das Video hier durchzubringen, sonst leidet meine Schlafqualität heute auf jeden Fall, werden ein absolutes Paradebeispiel dafür, wie man sich nur schaden kann. Das heißt, wählt so dezente Lichtquellen wie möglich, achtet darauf, dass ihr von dem Deckenlicht auf gedämmte Lichtquellen runtersetzt, wie eine Couchtischlampe oder so. Denn euer Körper hat auch ganz sensible Mechanismen wahrzunehmen. Wenn das Licht von oben kommt, denkt er, es ist mittags, 12 Uhr. Und dementsprechend passieren natürlich andere Sachen im Kopf, als den Körper auf den Schlaf einzuleiten. Das heißt, gedämmtes Licht, idealerweise irgendwo am Boden, indirekte Lichtquellen oder der absolute Geheimtipp, Kerzen. Kerzenlicht hat nämlich überhaupt gar keinen Einfluss auf die Schlafqualität und dementsprechend könnt ihr ein Kerzenmeer mit richtig schön kuscheliger Stimmung bei euch im Wohnzimmer dementsprechend herstellen und dann auf der sicheren Seite sein, dass ihr nicht sozusagen eure Schlafqualität aktiv stört.
Die Natur hat es, wie gesagt, schlau geregelt. Ihr kennt das alle, wenn ihr den Sonnenuntergang anguckt, ist das so rötliches Licht, denn die Lichtintensität und Farbtemperatur von dem Licht sind sozusagen gegen Abend hin ab und das Licht schiebt sich eher vom bläulichen, vom Tag über, in das rötliche Licht. Ihr habt wahrscheinlich alle schon mal Berührung mit einer Rotlichtlampe gemacht. Die haben ja, viele Einsatzgebiete und auch therapeutischen Nutzen, aber sind auch wieder ein wertvolles Werkzeug, weil wir diese auch einsetzen können, um nicht nur den Parasympathikus zu aktivieren, also das Nervensystem, was wir vorhin schon kennengelernt haben, was euch in den regenerativen Zustand versetzt und runterfährt, sondern vor allen Dingen auch eine weitere Lichtquelle, die die Schlafqualität nicht stört. Das heißt, wenn ihr euch abends noch irgendwo aufhaltet und für eine Lichtquelle sorgen wollt, setzt euch dann tagsüber an eine Tageslichtlampe mit 10.000 Lux und abends idealerweise vor eine Rotlichtlampe, die sich nicht nur positiv auf euer Wohlbefinden auswirkt, sondern dementsprechend, wie gesagt, auch gleich noch das richtige Nervensystem stimuliert und euch hilft dann dementsprechend runterzufahren. Ganz eng im Zusammenhang mit Licht und Dunkelheit steht dann dementsprechend auch die Hormonproduktion, die wir gerade schon so ein bisschen angeschnitten haben. Und um das euch noch ein bisschen besser zu verdeutlichen, werden wir uns jetzt im nächsten Schritt 3 Hormone ganz speziell angucken, die einen maßgeblichen Einfluss auf Schlaf- und Wachphasen haben. Das erste ist dabei das groß verteufelte Cortisol, wo alle mal direkt denken, da wird alle Muskulatur abgebaut. Aber Vorsicht, Freunde, Cortisol ist ein unglaublich wichtiges Hormon, was lebenswichtige Funktionen erfüllt und soll auch zu bestimmten Tageszeiten in bestimmten Konzentrationen erhöht sein. Cortisol ist immer nur dann ein Problem, wenn es wirklich über lange Zeit über ein unnatürliches Maß heraus erhöht wird, was dann wieder Konsequenzen haben kann. Aber die bestimmte Stimulation von Cortisol zu bestimmten Zeitpunkten ist sogar gewünscht, denn Cortisol im Training zum Beispiel versorgt euch mit einer guten Leistungsbereitschaft. Die wollt ihr haben. Ja? Also der Cortisolspiegel soll sogar während Belastung ansteigen, weil dort ja auch die Energiebereitstellung zum Beispiel geregelt wird, dass euer Körper die Möglichkeit hat, Energiereserven aus Kohlenhydraten und Fetten heranzuziehen, um dann dementsprechend diese Bewegung auch mit Energie zu versorgen. Des Weiteren ist Cortisol auch einer der Gründe dafür, dass ihr morgens aus dem Bett geschmissen werdet und der Körper überhaupt erstmal sozusagen wach wird. Die Cortisolausschüttung ist zwar 30 bis 60 Minuten nach dem Aufstehen am höchsten und diesen Prozess solltet ihr den Körper auch erstmal alleine machen lassen und erst dann auf Koffein zurückgreifen. Und es ist schon irgendwo wichtig, dass der Körper selber diesen Regulationsmechanismus erstmal eigenständig durchläuft. Und wenn ihr dann eure Koffeingabe noch oben drauf packt, circa 1 bis 1,5 Stunden später, hat das sogar noch förderliche Effekte, weil ihr den Cortisolspiegel noch in einem angemessenen Rahmen erhöht, zu einer richtigen Zeitpunkt des Tages, wo es auf jeden Fall förderlich sein kann, um diesen Anker zu setzen, jetzt ist Tag, und dann dementsprechend auch wieder einen positiven Einfluss auf eure Schlafqualität haben kann. Aber wie gesagt, zur richtigen Zeit und in richtigen Umfang. Das Ganze könnt ihr auch noch kombinieren, indem ihr die Methode, morgens ans Tageslicht zu gehen, mit Bewegung kombiniert. Denn Bewegung wird euren Cortisolspiegel grundsätzlich auch immer erstmal erhöhen. Das heißt, nicht nur das Tageslicht wird euer Cortisol erhöhen, sondern die Bewegung, und da reicht auch schon ein Spaziergang, das muss jetzt kein hochintensives Training sein, wird dann dementsprechend dafür sorgen, dass dieser Regulationsmechanismus im Körper funktioniert und ihr auf gesunde Art und Weise euren Cortisolspiegel zur richtigen Zeit nach oben treibt, um diesen Anker zu setzen. Das Ganze stimuliert dann einfach wieder euren Sympathikus, also das Kampf- und Fluchtnervensystem im Großen und Ganzen, und ja, bereitet euch sozusagen dann dementsprechend auf den Tag vor. Cortisol ist aber auch genau das Hormon mit all diesen Eigenschaften, die ich jetzt gerade schon beschrieben habe, das wir gegen Abend natürlich vermeiden wollen. Genau hier gilt es, andere Maßnahmen zu ergreifen und dann dementsprechend vielleicht auch mal dafür zu sorgen, die Trainingsgestaltung so zu planen, wenn möglich, dass wir vielleicht nicht mehr direkt 1 Stunde vorm Schlafen das Hardcore-Workout noch irgendwie durchziehen, was euer Cortisol dann dementsprechend zur letzten Tageshälfte nochmal in die Decke schießt, oder noch gegebenenfalls irgendwelche Booster, Koffein und Stimulantien zu verwenden, was natürlich die absolute Worst-Case-Betrachtung wäre, um eure Schlafqualität hier völlig über den Haufen zu werfen. Gleiches gilt auch für aufregende Aktivitäten oder irgendwie schwierige Gespräche mit dem Partner und so weiter. Diese ganzen Sachen, die Cortisol dementsprechend nach oben treiben könnten, solltet ihr gut planen und dann dementsprechend immer in die erste Tageshälfte verleben, nach Möglichkeit, um eure Schlafqualität hier langfristig nicht zu stören. Ein weiteres wichtiges Hormon hier auf unserer Liste, was ihr definitiv kennen solltet, ist das Adenosin. Das ist erstmal ein Abbauprodukt von ATP, den hauptsächlichen Energieträger, den der Körper bei Bewegungen wie zum Beispiel auch dem Krafttraining nutzt. Und dementsprechend steigt dieser Adenosinspiegel dann auch im Laufe des Tages an, je mehr ihr euch dann auch zum Beispiel bewegt habt. Weshalb es natürlich auch nicht verwunderlich ist, dass wenn ihr wirklich einen harten Tag hattet mit viel Aktivität, viel Training und so weiter, dass ihr euch abends dann dementsprechend kaputt und müde fühlt. Ein hoher Adenosinspiegel kann das Schlafverhalten dementsprechend dahingehend beeinflussen, dass es euch hilft einzuschlafen und sogar auch die Schlafarchitektur, also die einzelnen Schlafphasen verbessert. Das heißt, das ist erstmal ein guter Umstand.
Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist jetzt über das Koffein zu sprechen, denn Koffein blockiert diese Adenosinrezeptoren, weshalb ihr dann im Umkehrschluss, auch selbst wenn der Adenosinspiegel sich nicht, wenn der sich erhöht, dass ihr euch dann nicht müde fühlt. Das ist ja einer der großen Vorteile vom Koffein, was dann auch diese Wirkung ausmacht, aber was jetzt auch wieder gezielt gesteuert werden muss, denn wir wollen irgendwo auch, dass das Adenosin gegen Richtung Ende des Tages dementsprechend auf dem Höchststand ist, damit wir halt auch in den Schlaf übergeleitet werden können. Hier ist es wieder wichtig zu verstehen, dass alle Hormone sich gegenseitig beeinflussen und zusammenspielen. Das heißt, es geht nicht immer nur darum, ein Hormon gezielt zu beeinflussen, sondern wirklich das ganze Konstrukt aufrechtzuerhalten und in eine Richtung zu schieben, hier einfach eine schlaffördernde Situation zu erreichen. Das heißt, Adenosin, je mehr ihr euch bewegt, baut sich im Laufe des Tages auf. Falls ihr Koffein einsetzen wollt, dann wie angesprochen in den Morgenstunden, denn hier hat der Körper dann noch dementsprechend genug Zeit, das Koffein abzubauen. Und hier ist auch wichtig für euch zu wissen, es hat eine unglaublich lange Halbwertszeit. Ja? Ungefähr 5 Stunden sind es, bis der Körper sozusagen einfach die Aufgabe erledigt hat, die Hälfte des Koffeins, was ihr konsumiert habt, abzubauen. Das heißt, wenn ihr um 10 Uhr morgens dementsprechend 400 Milligramm Koffein eingenommen habt zum Beispiel, ist der Körper um 15 Uhr so weit, dass er nur 200 Milligramm davon abgebaut hat. Was bedeutet im Umkehrschluss, ihr habt aber immer noch um 15 Uhr 200 Milligramm im System, die dann dementsprechend auch nochmal Zeit brauchen, abgebaut zu werden. Das heißt, bei Koffein ist es wirklich die absolute Grundregel, je früher, desto besser, und ihr solltet euch wirklich einen harten Cut-off setzen, den ich wirklich lieber ein bisschen konservativer setzen würde, wann ihr euer letztes Koffein konsumiert. Und hier zählt auch übrigens Cola Light und ähnliche Sachen mit rein, wo nur ein bisschen Koffein drin ist. Ruft euch immer vor Augen, ein Liter Koffein, ein Liter Cola Light zum Beispiel, hat dementsprechend auch 80 bis 100 Milligramm Koffein, und das ist schon fast eine Dose Monster. Das heißt, hier macht natürlich wieder die Menge das Gift. Ich würde euch aber grundsätzlich empfehlen, wenn ihr Probleme mit dem Schlaf habt und hier wirklich mehr rausholen wollt, verzichtet auf diese ganzen Sachen oder timet sie dementsprechend schlau, dass ihr das Koffein nutzt, wenn es euch was bringt. In den Morgenstunden, ja, um euer Cortisol zu unterstützen und so weiter, das Training gegebenenfalls zu unterstützen, aber nicht mehr in der zweiten Tageshälfte. Damit grabt ihr euch wirklich eine Grube, aus der ihr nicht mehr rauskommt, denn ihr habt zwar vielleicht kurzzeitig einen Energieschub, durch die Komprimierung der Schlafqualität hinten raus nach dem Training werdet ihr aber wirklich wieder von Tag zu Tag immer ein Stück weniger Leistungsfähigkeit haben und werdet dann immer mehr und mehr Koffein brauchen, um diesen Zustand zu kompensieren. Von dem her ganz, ganz wichtig, der Einfluss von Koffein auf Adenosin, und dass es auch hier wieder richtig getimt sein muss, damit ihr gegen Ende des Tages überhaupt erstmal die Möglichkeit habt, dass Adenosin dementsprechend auf seinem Höchststand sein kann und ihr in den Schlaf übergeht. An der Stelle auch noch der Hinweis an alle von euch, die rauchen, vapen oder irgendwelche anderen Geschichten konsumieren in Form von Rauchen. Nikotin ist ein ähnliches Stimulanz wie Koffein und wirkt sich dementsprechend auch stimulierend auf den Körper aus. Das heißt, wenn ihr jetzt abends vom Schlafengehen irgendwie noch eine Kippe durchzieht oder so, hat das ähnlich schädliche Effekte wie zum Beispiel auch das Nasenspray, was viele nicht wissen, was wir vorhin erwähnt haben, und auch das Koffein. Das heißt, jegliche Form von Stimulantien, sei es die Cola Light, sei es die Zigarette und so weiter, das summiert sich, Leute. Ihr braucht euch nicht wundern, wenn ihr nicht schlaft, wenn ihr den Körper die ganze Zeit zuballert mit stimulativen Sachen, die dann dementsprechend dafür sorgen, dass euer Nervensystem überstimuliert wird und nicht in die regenerativen Phasen abschalten kann. Auch hier wieder ganz harter Cut-off, falls ihr solche Sachen konsumiert in der ersten Tageshälfte. Das ist jetzt natürlich wieder schwarz-weiß. Ich weiß, dass das vielen von euch nicht einfach fällt, aber hier geht es wirklich darum, die Schlafqualität absolut zu maximieren. Und da habe ich dann dementsprechend auch keine Rücksicht auf irgendwelche Sonderfälle, sondern gebe euch einfach nur die Informationen an die Hand, wie es denn eigentlich sein sollte. Was ihr am Ende daraus macht, ist natürlich eure Sache. Aber Vorsicht vor Nikotin, ähnlich stimulativ, und jegliche Stimulantien sollten halt, wie gesagt, in der ersten Tageshälfte konsumiert werden, um hier auch den maximalen Effekt zu erzielen. Nummer 3 auf unserer Liste ist jetzt das Melatonin. Ihr habt schon drauf gewartet, aber wahrscheinlich wird euch die Information, die ich euch jetzt gebe, erstmal ein bisschen überraschen, denn Melatonin ist ein unglaublich wichtiges Hormon und maßgeblich dafür verantwortlich, wann ihr schlaft. Aber Melatonin wird heutzutage hauptsächlich falsch eingesetzt, weil so ziemlich jeder das Ganze, sagen wir mal, suboptimal supplementiert. Melatonin ist kein Schlafmittel in dem Sinne, sondern wirklich nur ein Signalgeber, der euren Biorhythmus beeinflusst, wann Schlafenszeit ist. Es sorgt aber in dem Sinne noch nicht dafür, dass ihr jetzt einfach schlaft. Ja? Man hört es ganz oft aus Erfahrungsberichten, boah, gestern irgendwie, ich habe mir eine Melatonin geknallt, ich habe ja so gepennt und so weiter. Ich will euch den Placebo-Effekt nicht nehmen, aber es ist ein Signalgeber, kein Schlafmittel. Und die meisten von euch richten sogar Schaden mit einer Supplementierung an, denn wenn ihr dieses Signal immer zu unterschiedlichen Tageszeiten nehmt, ja, also sagen wir mal zum Beispiel in der Woche geht ihr um 22 Uhr ins Bett, ihr nehmt euer Melatonin, weil ihr das so gewohnt seid. Am Wochenende geht ihr aber um 2 oder 3 Uhr ins Bett und nehmt dort euer Melatonin, weil ihr es halt dementsprechend vorm Schlafen so gewöhnt seid, richtet ihr einen erheblichen Schaden an, denn ihr setzt unterschiedliche Zeitpunkte während der Woche, wann eurem Körper das Signal gegeben wird, schlafen zu gehen. Das macht
macht alles andere, als einen Rhythmus zu schaffen, sondern zerstört einfach diese Regelmäßigkeit, die unglaublich wichtig ist. Denn bei allem, was wir tun, der Körper liebt es, diesen zirkadianen Rhythmus einfach knallhart Tag für Tag über die gleichen Zeiträume abzuarbeiten und stellt sich dann auch dementsprechend am besten darauf ein, was auch wieder in einer höheren Schlafqualität resultieren wird. Das heißt, bei allem, was ihr tut, versucht es so gleichmäßig wie möglich zu machen. Die gleichen Zeiten, zu denen ihr ins Bett geht, die gleichen Zeiten, wo ihr aufsteht, die gleichen Zeiten, wo ihr gegebenenfalls Melatonin konsumiert. Das sollte alles immer auf einem sehr, sehr exakten Level sein, damit ihr ja auch die ganzen Benefits abgreifen könnt. Das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist, jeden Tag zu unterschiedlichen Zeiten Melatonin zu konsumieren. Dann macht ihr ein völliges Chaos im Körper und der Biorhythmus kommt gar nicht mehr hinterher. Bei dem einen Tag soll er um 1 schlafen gehen, den anderen Tag um 9 und dann habt ihr irgendwie eine andere Situation, da ist es dann mitten in der Nacht. Damit tut ihr euch wirklich keinen großen Gefallen. Melatonin kann ein wertvolles Supplement sein, gerade für alle Schichtarbeiter und im Jetlag. Denn wenn wir die Zeitzone zum Beispiel wechseln und dort auch gegebenenfalls eine Woche verbringen und wir wollen uns schnellstmöglich auf diese neue Zeitzone einstellen, dann ist es natürlich ein sehr, sehr wertvolles Tool, was wir auch einsetzen sollten, um dann dementsprechend diese Übergangszeit bestmöglich zu überwinden. Schichtarbeit ist natürlich ein Faktor, der lässt sich jetzt nicht so einfach abstellen. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, gesundheitlich ein riesengroßer Risikofaktor. Das ist unzählige Male belegt worden und ja, ihr werdet es auch alle selber spüren. Es macht einfach was mit euch. Nicht nur mit der Gesundheit, sondern auch mit der Leistungsfähigkeit und dementsprechend kann es hier sinnvoll sein, wenn ihr harten Schichtwechsel habt, entsprechend Melatonin einzusetzen, um euch auf den neuen Schichtrhythmus zu stabilisieren. Aber hier müsst ihr auch wieder vorsichtig sein, wie lange geht dieser Schichtrhythmus, ja? Wenn ihr jetzt nur einen Zwei-Tageswechsel oder so weiter habt, ist das natürlich wieder eher schädlich. Wirklich gewinnbringend ist es immer dann, wenn ihr da hart in diesen Rhythmus eingreift, wenn es wirklich über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten bleibt, sagen wir mal eine Woche oder ähnliches, dass der Körper auch überhaupt erstmal die Möglichkeit hat, diese Umstellung zu realisieren und nicht wieder dauernd rausgeworfen wird und in einen anderen Rhythmus geschmissen wird. Das heißt, bei Melatonin kommt es gar nicht so sehr auf die Supplementierung an, denn wenn ihr euren Rhythmus ja, hier vorbildlich einhaltet und euren zirkadianen Rhythmus sauber abarbeitet, dementsprechend auch abends das Blaulicht vermeidet, dass der Körper überhaupt selber Melatonin produzieren kann, bei eurer Ernährung darauf achtet, dass die ganzen Kofaktoren wie zum Beispiel Magnesium gegeben sind, dass der Körper auch alle Bausteine hat, um das Melatonin selber produzieren zu können, ist das eigentlich der viel, viel wichtigere Umstand. Und hier ist das Supplement, was mittlerweile total im Trend ist, weil es ja auch weitere gesundheitliche Vorteile haben kann, aber gar nicht so sehr wichtig ist, denn ihr solltet eher darauf fokussiert sein, alle eure Lifestyle-Faktoren dahingehend auszurichten, dass euer Körper selber in der Lage ist, zu den richtigen Zeiten Melatonin zu produzieren, um diesen Signalgeberweg einfach so bestmöglich zu unterstützen. Wie wichtig Regelmäßigkeit und vor allen Dingen auch die innere Uhr bei dem Ganzen hier sind, sollte jetzt an verschiedenen Stellen mittlerweile klar geworden sein. Und ihr werdet es auch alle schon mal am eigenen Leib gespürt haben unter einem Phänomen, was auch Social Jetlag genannt wird, also der soziale Jetlag sozusagen, der vor allen Dingen dann auftritt, wenn ihr zum Beispiel während der Woche eine relativ konstante Zeit habt, zu der ihr ins Bett geht und dann am Wochenende durch eine Feier oder einen Geburtstag oder ähnliches dann einfach mal 5 bis 6 Stunden später ins Bett geht. Das verschiebt euren eigenen Biorhythmus maßgeblich und ihr werdet sicherlich alle schon mal festgestellt haben, wie gerädert ihr euch am nächsten Tag fühlt, selbst wenn ihr gar kein Alkohol oder ähnliches getrunken habt. Das ist einfach durch die Verschiebung von diesem Biorhythmus, der dann dementsprechend mit einer verminderten Schlafqualität einhergeht und selbst wenn ihr dann 8 Stunden im Bett liegt, bei weitem nicht das liefert, als wenn ihr in eurer eigentlichen Schlafenszeit geblieben wärt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist denn eigentlich die beste Schlafenszeit? Und da muss man sagen, die gibt es in dem Sinne nicht pauschal, sondern nur für euch persönlich. Denn es gibt eine Chronobiologie, die aussagt, ob ihr eher Morgen- oder Abendmenschen seid. Und das könnt ihr nicht bei Wikipedia nachlesen, sondern das spürt ihr. Ich persönlich kann zum Beispiel direkt sagen, ich bin absoluter Morgenmensch. Bei mir gibt es keinen Snooze-Button oder ähnliches. Ich freue mich, um 5 aufzustehen, in den Tag zu starten, bin morgens direkt leistungsfähig, merke aber auch auf der anderen Seite, dass ich dann gegen Abend zum Beispiel eher runterfahre. Wenn es bei euch andersrum ist, ihr gerne um 12, 13 Uhr aufsteht und dann auch bis in die bis in die Puppen wach seid, ist das völlig in Ordnung. Wichtig ist nur, dass ihr es gleich haltet, damit der Körper halt auch hier wieder die Möglichkeit hat, zu verschiedenen Zeitpunkten des Tages verschiedene Signale zu setzen und eure Schlafqualität dann auf einem gewissen Level zu halten. Nachdem ihr euch jetzt absolut vorbildlich verhaltet, können wir auch den nächsten Schritt gehen und ich kann euch die ganzen Geheimwaffen verraten, was ihr noch an Tools und Werkzeugen einsetzen könnt, um eure Schlafqualität zu verbessern, die aber natürlich auch immer nur dann helfen, wenn ihr diesen ganzen Verhaltensweisen und Lifestyle-Faktoren dementsprechend auch umsetzt. Fangen wir mal ein mit einem der absolut wichtigsten. Das Fundament für den Schlaf ist natürlich die Matratze. Wenn ihr eine Matratze habt, gerade als Kraftsportler mit hohem Körpergewicht, die nicht zu euch passt, dann sind natürlich schon mal die Weichen gestellt, dass das nur schief gehen kann. Hier kann ich euch nur
nur empfehlen, vor allen Dingen auch beim Körpergewicht darauf zu achten, dass ihr den passenden Härtegrad habt. Die meisten Kraftsportler werden irgendwas zwischen H4 und H5 benötigen, was ihr in einem typischen Matratzengeschäft gar nicht mehr so vorfindet, weil das einfach nicht der Standard ist. Ja? Aber wenn ihr 100 Kilo plus wiegt, ist es nicht unüblich, dass ihr eher eine H5-Matratze braucht, die dementsprechend dann irgendwie im Internet gekauft werden muss. Ich habe auch viele ausprobiert. Link ist unten in der Beschreibung. Ich habe da ein gutes Modell gefunden, dementsprechend auch mit Unterstützung in verschiedenen Körperzonen, dass bestimmte Bereiche wie Schultern, unterer Rücken und so weiter entlastet werden, was gerade für uns, die ja schon einen gewissen Raubbau am Körper durch das tägliche Training und so weiter betreiben, dann dementsprechend wichtig werden kann. Außerdem ist es bei Matratzen noch ein netter zusätzlicher Nebeneffekt, wenn diese Regulatoren drin haben, die die Körpertemperatur dann wieder herabsenken können. Das gibt es über verschiedene Stoffmaterialien, die da gleich mit eingearbeitet sind oder verschiedene Bezüge, was mich auch zum nächsten Punkt bringt, und das ist kühlende Bettwäsche. Auch unglaublich wertvoll, denn es gibt Materialien wie Bambus oder spezielle Gelbezüge, die wirklich kühl werden. Ja? Also das heißt, gerade bei warmen Temperaturen, wenn ihr jetzt nicht die Möglichkeit habt, einen Ventilator oder irgendwas aufzustellen, benutzt ihr einfach diese Bettwäsche oder Laken und so weiter, Kissenbezüge, gibt es eine ganze Handvoll, die dementsprechend dafür sorgen, dass ihr von der Körpertemperatur runterfahrt. Es ist super angenehm, kann ich euch sagen, und ist auch wieder eine schöne Möglichkeit, die Schlafqualität hier noch nach oben zu treiben. Es geht weiter mit ein paar exotischeren Dingen. Die werden vielleicht einige von euch noch kennen, aber nicht in dem Zusammenhang. Und das ist ein Seitenschläfer oder auch ein Schwangerschaftskissen. Freunde, ich kann euch nicht sagen, wie mir das Ding das Leben erleichtert hat. Als ich das erste Mal ausprobiert hatte, dachte ich spinne, warum ich es die ganzen Jahre verpasst habe. Das macht wirklich so einen riesen Unterschied aus, wenn ihr vom Körperumfang ein bisschen fülliger seid und von der normalen Maß abweicht, kann es auf jeden Fall eine enorme Verbesserung der Schlafqualität mit sich bringen, weil euer Körper erstmal überhaupt in der Lage ist, wieder in eine neutrale Position im Bett gebracht zu werden. Ja, stellt euch das zum Beispiel so vor, ihr habt so einen dichten Rücken aufgebaut, der Kopf kommt ja gar nicht mehr sozusagen auf die Matratze ran, und ähnlich sieht es auch aus, wenn ihr auf der Seite schlaft. Eure ganze Körpermasse sozusagen fällt dann wieder zu einer Seite runter und ihr seid total verzogen im Bett und gar nicht in dieser schönen neutralen Position, wo auch eure Wirbelsäule und alles richtig ausgerichtet ist. Von dem her, probiert unbedingt ein Seitenschläferkissen aus. Das Ding hat meinen Schlaf auf jeden Fall nochmal revolutioniert und nehme ich sogar mit, wenn ich irgendwo hinfahre oder ähnliches. Kostet nicht viel Geld, lässt sich dementsprechend auch immer gut transportieren und alles und ist auf jeden Fall wieder eine tolle Geheimwaffe, um euren Schlaf auf Vordermann zu bringen. Und darüber hinaus können alle Experimentierfreudigen unter euch mal eine Gewichtsdecke ausprobieren. Das sind tatsächlich Decken, die mit Gewicht versehen sind. Das sind so kleine Kügelchen, die dann dementsprechend da reingearbeitet werden, die dafür sorgen, dass die Decken teilweise mal bis zu 10, 15 Kilo wiegen im Ganzen und das Ganze den Effekt hat, dass ihr einfach total runtergefahren werdet. Ihr kennt alle diesen Effekt im Winter, eine dicke Decke, die sich so richtig an den Körper drückt, die macht irgendwie was mit einem. Ja? Das stimuliert auch wieder den Parasympathikus, also das regenerative Nervensystem, was wir jetzt schon an so vielen Stellen versucht haben zu triggern, und wird dann dementsprechend wieder dafür sorgen, dass ihr das Gefühl habt, als ob ihr umarmt werdet. Ist nicht was für jeden, aber auf jeden Fall mal ein Versuch wert, denn ich persönlich habe da schon sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht, wobei ihr nur darauf achten müsst, dass ihr das richtig nach eurem Körpergewicht ausrichtet. Das heißt, ungefähr 10% des Körpergewichts sollten es schon sein, damit ihr auch einen therapeutischen Effekt davon zieht, und ihr solltet unbedingt darauf achten, dass die Gewichte gleichmäßig in der Decke verteilt sind. Idealerweise habt ihr dort kleine Manschetten sozusagen eingenäht, die die Gewichte über die ganze Decke gleichmäßig verteilen, denn es gibt nichts Schlimmeres. Natürlich habe ich diesen Fehler am Anfang auch gemacht, als wenn ihr euch eine Decke bestellt, wo das Gewicht dann immer hin und her rutscht, und wenn ihr euch umdreht mit der Decke, das Gewicht dann irgendwie alles in einer Ecke liegt und ihr es aber eigentlich oben am Körper haben wollt oder so. Also von dem her, auch hier wieder, ich habe die ganzen Fehler für euch gemacht. Empfehlung findet ihr unten, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die auch gerade in den Wintermonaten nochmal ein ganz, ganz anderes Gefühl gibt und euch dann dementsprechend ja auch wieder mit einer besseren Schlafqualität belohnen kann. Der Vollständigkeit halber spreche ich hier auch nochmal den Ventilator und die Klimaanlage an, die ihr auf jeden Fall nicht außer Acht lassen solltet. Denn wie gesagt, die Körpertemperatur ist auf jeden Fall ein wesentlicher Faktor, der dafür sorgen kann, dass ihr wirklich besser schlaft. Und darüber hinaus gibt es jetzt noch eine sehr, sehr exotische Sache, und das sind binaurale Beats. Die entstehen immer dann, wenn Töne mit zwei unterschiedlichen Frequenzen gleichzeitig abgespielt werden. Und das ist sozusagen eine Illusion für den Körper, wo er diese zwei unterschiedlichen Frequenzen als dritten Ton wahrnimmt, was dann bestimmte Hirnwellenaktivitäten dementsprechend fördern kann, wie zum Beispiel auch den Schlaf. Hier ist es wichtig, dass ihr die richtigen Frequenzen wählt, und da sind ungefähr 0,5 bis 4 Hertz richtig. Findet ihr alles bei YouTube oder bei Spotify, müsst ihr mir nur mal eingeben, binaurale Beats, und dann richtet die Herzzahl, die ihr euch dementsprechend wünscht, denn
Mit einer niedrigeren Frequenz habt ihr eher den schlaffördernden Effekt. Mit einer hohen Frequenz könnt ihr einen konzentrationsfördernden und wachheitsstimulierenden Effekt erreichen. Das heißt, je nach Situation, wenn ihr zum Beispiel lernen wollt oder euch fokussieren müsst, sind hohe Frequenzen angedacht. Und wenn ihr euren Schlaf fördern wollt und die Hirnwellenaktivitäten in die Richtung schieben, dann ist es auf jeden Fall empfehlenswert, hier niedrige Frequenzen 0,5 bis 4 ungefähr zu nehmen, was sich dann auch wieder so auswirken kann, dass eure Schlafqualität verbessert wird. Um hier den maximalen Nutzen draus zu ziehen, empfehle ich euch auf jeden Fall Kopfhörer zu verwenden und das Ganze zum Beispiel abends, je nachdem, was ihr abends so treibt. Das ist auch keine richtige Musik in dem Sinne, sondern eher so ein begleitendes, passives, sehr angenehmes Geräusch. Könnt ihr beim Lesen hören oder wenn ihr abends noch irgendwie in der Küche euren Haushalt macht, die Tasche packt oder so weiter. Einfach mal mit den Kopfhörern auf die Ohren packen und dann dementsprechend dafür sorgen, dass hier schon Sachen im Gehirn passieren, die euch dann dementsprechend besser in den Schlaf bringen. Während diese ganzen Tools und Werkzeuge zwar sehr wirksame, aber eher passive Methoden sind, um eure Schlafqualität zu verbessern, ist die Nummer 1 Methode, die ihr aktiv angehen könnt, Atemtechniken. Denn die sind unglaublich kraftvoll und gerade alle von euch, die es noch nie ausprobiert haben, werden sich ganz schön umgucken, was man hier wirklich in kürzester Zeit erreichen kann, den Körper aktiv runterzufahren. Ihr werdet es auch sofort merken und gerade wenn ihr einen Fitness-Tracker oder ähnliches verwendet, dann beobachtet mal die Effekte, was ihr nach 2, 3 Minuten Atemübung schon sozusagen erreichen könnt. Ihr werdet sofort feststellen, dass euer Blutdruck und die Herzfrequenz sinkt. Ihr könnt damit ganz gezielt euren Cortisolspiegel zu den richtigen Zeiten dämpfen, was auch nach dem Training unglaublich wertvoll sein kann. Denn ich höre es zum Beispiel auch immer wieder, dass Leute sagen, sie haben Probleme, direkt nach dem Training was zu essen. Das ist natürlich auch kein Wunder, wenn euer Körper gerade nach dem Training noch in diesem Kampf- oder Fluchtzustand rumhängt. Ihr erinnert euch an den Tiger, der gerade erst um die Ecke geblickt hat und dementsprechend das Nervensystem noch gar nicht darauf vorbereitet ist, irgendwie in die Regeneration zu gehen. Das können wir ändern und zwar mit einfachen Methoden von Atemtechniken, die uns dann auch helfen können, in den Schlaf überzuwechseln und die Schlafqualität allgemein zu fördern. Mein Favorit ist es hier, einzuatmen durch die Nase und doppelt so lange durch den Mund auszuatmen und das wirklich ruhig und kontrolliert. Es gibt eine Unzahl von Atemtechniken, die ihr gerne ausprobieren könnt. Es gibt auch Atemtechniken, die euch sozusagen durch Hyperventilieren wacher machen können. Aber wir wollen uns natürlich jetzt erstmal darauf konzentrieren, das Nervensystem runterzubringen. Hierbei kann ich euch auch die Fitbit empfehlen. Die hat in den meisten Fällen immer schon so eine Funktion mit drin, dass ihr wirklich Atemübungen geführt an der Uhr machen könnt, die euch dann sozusagen sagt, wann sollt ihr einatmen, wann sollt ihr ausatmen und wie lange. Und es gibt auch eine sehr gute App, die heißt Calm, verlinke ich euch auch unten, die dementsprechend hier geführte Atemübungen anbietet, auch gerade in Verbindung mit Meditation, was ebenfalls sehr wertvoll sein kann, um die Schlafqualität zu verbessern und das Bewusstsein einfach mehr präsent zu halten. Alles ganz wertvolle Tools, die unmittelbaren Einfluss haben, kein Hokuspokus, sondern glaubt mir, Freunde, probiert das einmal aus und geht da wirklich mit Ernsthaftigkeit dran und ihr werdet nicht glauben, was ihr damit erreichen könnt. Das heißt, auch hier wieder abends einfach mal gezielt eine kleine Abendroutine implementieren, wo ihr dann dementsprechend Atemübungen mit einbaut. Auf jeden Fall ein ganz, ganz wertvolles Tool, um euch nach vorne zu bringen. Nachdem ich euch jetzt so viel verboten habe, was ihr am Abend alles nicht mehr machen sollt und die Schlafqualität stört, fragt ihr jetzt natürlich, wie soll ich denn jetzt eigentlich meinen Abend verbringen? Da bleibt ja gar nichts mehr übrig. Aber auch da habe ich natürlich eine Antwort für euch parat und da gibt es einige Möglichkeiten, die auch wieder gezielt darauf Einfluss nehmen, eure Schlafqualität in die richtige Richtung zu schieben. Eine Sache wären dabei ja, Massagerolle oder Massagen allgemein. Denn durch die Druckstimulation habt ihr auch wieder die Möglichkeit, das richtige Nervensystem zu stimulieren und den Körper runterzufahren. Ne? Ihr kennt das alle. Die Massage an sich ist jetzt gar nicht so sehr, dass das irgendwelche magischen Effekte hat in Bezug auf die Muskelerholung, aber der allgemeine Prozess einer Massage zum Beispiel oder halt auch über eine Massagerolle, wenn ihr jetzt nicht die Möglichkeit habt, die euch geben zu lassen, hat ähnliche Effekte auf den Körper und ihr werdet insgesamt schon mal eher runterfahren. Das Ganze könnt ihr dann unterstützen, nachdem ihr euch ordentlich ausgerollt habt, zum Beispiel, indem ihr eine heiße Dusche nehmt. Denn da steigt eure Körpertemperatur zwar erstmal akut, danach fällt sie aber auch ganz rapide wieder ab, was dem Umstand wieder zugutekommt, dass ihr dann dementsprechend mit einer niedrigen Körpertemperatur in die wirklich wichtigen Schlafphasen übergehen könnt. Des Weiteren ist es auf jeden Fall ratsam, ein Tagebuch zu schreiben. Gerade für alle unter euch, die immer mit dem Kopf dabei sind, sich tausend Gedanken machen oder irgendwie ganz viele Sachen mit ins Bett nehmen, dass sie dann irgendwie grübeln und so weiter. Schreibt diese Sachen doch alle mal gerne auf, idealerweise bei Kerzenlicht, das habt ihr jetzt schon gelernt, und sorgt einfach dafür, dass diese ganzen Sachen einmal zu Papier gebracht wurden, was für die meisten Leute schon eine unglaubliche Hilfe ist, einfach bei diesem ganzen Sorgen und Kummer abzuschalten und das Ganze sozusagen einmal niedergeschrieben zu haben, womit es dann auch erstmal raus aus dem Kopf ist und ihr sozusagen mit weniger Sorgen
morgen ins Bett geht. Wenn ihr das jetzt alles erledigt habt und eure Abendroutine schon hier auf Anschlag läuft, baut ihr idealerweise noch ein paar Atemtechniken ein und geht dann ins Bett, um die letzten Minuten sozusagen damit zu verbringen, den absoluten Klassiker durchzuziehen, und zwar einfach ein wirklich klassisches physisches Buch zu lesen. Kein E-Book-Reader, das wäre ja wieder das Blaulicht, was euch dementsprechend am Schlafen hindert, aber ihr werdet es alle kennen. Abends 2, 3 Seiten gelesen und auf einmal seid ihr müde und pennt fast von alleine weg. Das hat Gründe und die machen wir uns natürlich dementsprechend zunutze. Buchempfehlung kann ich euch 1.000.000 geben. Wenn ihr da was braucht, sagt jederzeit Bescheid. Da gibt es unglaublich viel und ihr wisst, wie es ist. Selbst wenn ihr jeden Abend nur 3 Seiten lest oder so, das summiert sich, weil die Leute mal sagen, oh, ich habe keine Zeit, um Bücher zu lesen und so weiter. Keiner sagt, ihr müsst an einem Abend ein ganzes Buch auslesen, aber haltet euch doch einfach mal dran, jeden Abend 3 bis 5 Seiten zu lesen. Das wird nicht nur eure Schlafqualität verbessern und euch davon abhalten, irgendwie am Bildschirm rumzudallern, sondern dementsprechend auch noch dafür sorgen, dass ihr dann in ein paar Jahren einfach mal 10 Bücher gelesen habt. Einfach nur mit diesen paar Seiten, die sich dann über die Zeit natürlich schon wieder summieren. Um wirklich alle Bereiche zu beleuchten, die einen Einfluss nehmen können, ist es auf jeden Fall noch notwendig, dass wir uns über die Ernährung unterhalten. Denn hier gibt es einige Faktoren, die die Schlafqualität positiv, aber auch negativ beeinflussen können. Das Ganze ist leider ziemlich individuell, weshalb ich euch kein Pauschalrezept an die Hand geben kann, aber wir können mal betrachten, welche Einflussfaktoren hier wichtig sind. An erster Stelle ist jetzt erstmal zu erwähnen, dass alles, was dazu führt, dass ihr zum Beispiel nachts Sodbrennen bekommt oder ein extremes Vollegefühl habt, natürlich nicht förderlich ist, wenn es darum geht, eine maximale Schlafqualität herzustellen. Das heißt grundsätzlich, wenn ihr keine Probleme damit habt, direkt vor dem Schlafengehen zu essen, spricht erstmal nichts dagegen und ihr könnt das gerne so durchführen. Wenn ihr allerdings merkt, dass Mahlzeiten unmittelbar vor dem Schlafengehen Probleme machen, kann es schon Sinn ergeben, die etwas nach vorne zu ziehen und dann gegebenenfalls 1 bis 2 Stunden vorher zu konsumieren, was natürlich auch von der Lebensmittelauswahl abhängt. Lebensmittelauswahl ist auch ein gutes Stichwort, denn gerade Kohlenhydrate haben nochmal ja, einen interessanten Einfluss auf die Schlafqualität, indem sie unter anderem Einfluss auf euren Serotoninspiegel nehmen können. Ich habe einige Klienten im Coaching, wo wir ganz gezielt während des Tages auf Kohlenhydrate verzichten und einen Großteil der Kohlenhydrate in der letzten Mahlzeit konsumieren, weil es einfach einen deutlich positiven Effekt auf die Schlafqualität hat, indem es halt dementsprechend hier mit dem Serotonin dafür sorgt, dass ihr insgesamt eure Schlafqualität fördern könnt. Bei anderen Leuten geht das aber völlig nach hinten los und hat dann eher nachteilige Effekte. Von dem her schaut halt wirklich, wie es über euren Tagesverlauf am besten zu euch in eurer persönlichen Situation passt und versucht doch einfach mal die Kohlenhydrate ein bisschen umzustrukturieren, aber auf jeden Fall mal in Erwägung zu ziehen, abends einen ordentlichen Batzen Kohlenhydrate zu konsumieren, was sich positiv auswirken könnte. Dabei ist aber auf jeden Fall zu beachten, die Art der Kohlenhydrate schlau zu wählen, denn wenn diese jetzt aus Einfachzucker oder sehr schnell verdaulichen Kohlenhydraten bestehen, habt ihr natürlich die große Gefahr, dass der Blutzuckerspiegel während der Nacht rapide absinkt und dann dementsprechend ihr in ein Loch fallt, was euch durch den Stresszustand dann auch wieder wecken kann, weil der Körper auch hier wieder mit einer Cortisonausschüttung gegebenenfalls gegenhält. Also von daher kein richtig oder falsch, sondern versucht halt eher komplexe Kohlenhydratquellen zu verwenden, die dann gegebenenfalls einen positiven Einfluss haben, aber auf der anderen Seite nicht dazu führen, dass euer Blutzuckerspiegel während der Nacht stark schwankt, was mich dann auch wieder zum nächsten Punkt bringt, denn das ist der Flüssigkeitshaushalt. Ähnlich wie der Blutzuckerspiegel hat auch euer Flüssigkeitskonsum einen erheblichen Einfluss darauf, wie oft ihr nachts pinkeln müsst. Denn das ist immer wieder ein Störfaktor, den man an ganz vielen Stellen hört, dass die Leute nachts 4, 5 Mal aufs Klo rennen und das natürlich auch wieder alles andere als förderlich ist, um eure Regeneration zu maximieren. Hier könnt ihr einfach aktive Schritte gehen, indem ihr grundsätzlich erstmal, wenn ihr nicht am Abend trainiert, da steht das Training natürlich im Vordergrund und eine adäquate Versorgung mit Flüssigkeit, dass ihr eure Flüssigkeitszufuhr gegen Abend hin eher runterfahrt und auch gerade wenn ihr zum Beispiel abends Supplements nehmt, wo ihr ganz gezielt darauf achten solltet, dass da nicht irgendwelche Kidney-Support-Geschichten oder so weiter dabei sind. Auch Vitamin C zum Beispiel wirkt harntreibend, wissen viele nicht. Wenn ihr abends eure ganzen Gesundheitssupplements einschmeißt, ohne einmal darüber nachzudenken, was diese ganzen einzelnen Sachen eigentlich machen, müsst ihr euch natürlich nicht wundern, wenn ihr da 3 Gramm Vitamin C einschmeißt und dann dauernd pinkeln müsst. Also auch hier wieder schlau timen und wenn ihr abends Supplements nehmt, diese wirklich nur mit einem Schluck Wasser. Ich weiß, das muss man üben. Ich hatte auch am Anfang unglaubliche Probleme, meine erste Tablette zu nehmen und habe die schon nicht runterbekommen mit einem Liter Wasser. Heutzutage kann ich mir irgendwie so ein ganzes Glas hinterhauen, da sind 30 Tabletten mit 100 Milliliter Wasser ohne Probleme runtergekippt. Von dem her verzweifelt da nicht, sondern tastet euch sozusagen ran, dass ihr immer weniger Flüssigkeit braucht, damit ihr einfach keine zu großen Mengen an Flüssigkeit aufnimmt, die euch dann nachts wieder nur aufs Klo treiben werden. Auch hier bei der Lebensmittelauswahl eine ganz wichtige Geschichte, denn die letzte Mahlzeit, die ihr konsumiert, ist zwar schön und gut, wenn ihr nichts mehr trinkt. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel euch einen 500 Gramm Quark reinzieht und den mit Wasser und Süßstoff und so weiter irgendwie noch cremig rührt, habt ihr da unter Umständen vielleicht auch schon wieder fast einen Liter Flüssigkeit, weil der Quark natürlich auch hier großen Flüssigkeitsanteil hat, der dafür sorgt, dass das Wasser natürlich auch wieder irgendwo hin muss und dann nachts rausgepinkelt werden will. Von dem her auch hier wieder aktiv Schritte gehen, die Nahrungsmittelquellen so zusammenstellen, dass sie relativ wenig Flüssigkeit
Flüssigkeit liefern und das Ganze wieder gezielt so manipulieren, dass ihr nachts nicht die halbe Nacht auf dem Klo verbringt. Und auch hier ganz, ganz wichtig, ihr braucht nachts kein Licht, wenn ihr aufs Klo geht. Ihr kennt eure Wohnung in der Regel, ihr müsst nicht alle Deckenleuchten anschmeißen und so weiter, nur um einmal pinkeln zu gehen. Versucht doch beim nächsten Mal das Licht auszulassen, denn dieses Terrorlicht ist natürlich auch wieder ein maßgeblicher Störfaktor, der dafür sorgen kann, die Nachtruhe erheblich negativ zu beeinflussen. Gerade in Bezug auf die Schlafqualität kann man mit Supplements wirklich eine ganze Menge anstellen, denn es gibt einige Inhaltsstoffe, die sich sehr, sehr positiv auswirken können, die ich euch jetzt mal im Folgenden vorstellen werde. An allererster Stelle ist erstmal Magnesium zu erwähnen, denn erhöhtes Körpergewicht, viel Schwitzen, viel Training führt erstmal dazu, dass wir insgesamt sehr viel Magnesium verlieren. Und heutzutage führen auch die meisten Ernährungsformen, sehr mikronährstoffarm, Reispudding mit Whey lässt grüßen, dazu, dass wir nicht wirklich viel Magnesium zuführen, um eine adäquate Versorgung sicherzustellen. Das heißt, hier kann es sehr, sehr großen Sinn ergeben. Könnt ihr alle mal in eurer nächsten Blutuntersuchung überprüfen und ihr werdet sehen, dass da noch ordentlich Luft nach oben ist, mit Magnesium nachzulegen und gerade das vom Timing auch so zu gestalten, dass ihr es abends vorm Schlafen nehmt, denn Magnesium unterstützt nicht nur die Muskelentspannung, sondern reguliert auch Neurotransmitter, die die Schlafqualität sehr positiv beeinflussen. Das heißt, Magnesium eine sehr, sehr kraftvolle Sache, wobei ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, auf Magnesium-Bisglycinat zurückzugreifen. Andere Magnesiumformen sind weniger hochwertig, die Bioverfügbarkeit ist deutlich schlechter und viele andere Magnesiumformen führen auch zu Verdauungsproblemen und ihr sorgt gegebenenfalls dafür, wenn ihr hohe Mengen davon aufnehmt, wie zum Beispiel bei Magnesiumcitrat, dass ihr dann vielleicht die ganze Nacht auf dem Klo sitzt und Durchfall habt, was sich alles vermeiden lässt, wenn ihr hier einfach mal auf Magnesium-Bisglycinat zurückgreift. Ich empfehle euch für den Start mal 300 bis 400 Milligramm elementares Magnesium auszuprobieren, das ist ganz wichtig. Und dann einfach mal zu schauen, je nachdem, wie eure individuelle Versorgung da aussieht. An zweiter Stelle ist hier das Theanin zu nennen. Eine sehr interessante und dabei nicht proteinogene Aminosäure. Das bedeutet einfach nur das, dass sie nicht für den Muskelaufbau herangezogen wird, wie die klassischen Aminosäuren, die ihr so kennt, wie die BCAAs oder EAAs. Deshalb aber nicht weniger wichtige Funktionen im Körper erfüllt. Es ist eine Aminosäure, die vor allen Dingen aus grünem Tee synthetisiert wird und auch hier wieder einen Neurotransmitter sehr, sehr positiv in Bezug auf die Schlafqualität beeinflusst und euch insgesamt runterfährt und in einen Entspannungszustand versetzt, weshalb 200 bis 400 Milligramm Theanin vorm Schlafengehen eingesetzt auch hier wieder sehr förderlich sein können. Bevor wir zu den absoluten Geheimtipps kommen, die ihr wahrscheinlich so noch nicht auf dem Schirm habt, sprechen wir erstmal nochmal über eine Vielzahl von Extrakten, die sich ähnlich positiv auf die Schlafqualität auswirkt. Und hier bietet es sich auf jeden Fall an, ein Kombiprodukt zu wählen, weil die einzelnen Extrakte an sich natürlich schon eine Wirkung haben, aber erst im Verbund wirklich hier wieder nennenswerte Erfolge mit sich bringen. Dabei sind zum Beispiel zu nennen Baldrian, Lavendel, Magnolia, Passionsblume, Hopfen und so weiter und so fort. Da gibt es eine ganze Vielzahl. Wobei ich euch die Dosierung und alles nochmal einblenden werde und ihr findet auch alles unten in der Beschreibung in dem Masterprotokoll, was ich euch am Ende noch liefern werde. Wo zum Beispiel auch das Sleep and Dream von Peak ein tolles Produkt darstellt, wo nicht nur Magnesium, Ashwagandha oder das gesagte Theanin gerade enthalten sind, sondern zum Beispiel auch diese ganzen Extrakte, die ich genannt habe, die dementsprechend auch wieder dafür sorgen, dass das synergistisch wirkt und euch in den Zustand versetzt, wirklich für eine bestmögliche Schlafqualität zu sorgen, ohne dass ihr was tun müsst, außer 4 Kapseln abends vorm Schlafen zu nehmen. Darüber hinaus gibt es aber auch noch weitere Supplements, die hier leider nicht in die Kapseln gepasst haben, weil Supplement-Hersteller natürlich auch immer Regularien haben, wie viele Kapseln kann man in so einer Portion anbieten und so weiter. Und eine Aminosäure, die sehr, sehr wertvoll ist, diese Portion aber gesprengt hätte, ist Glycin. Auf die solltet ihr auf gar keinen Fall verzichten, denn sie ist erstmal spottbillig, also das kann auf jeden Fall schon kein Argument sein, warum ihr es nicht tun solltet. Und sie hat wirklich an vielen Stellen bewiesen, dass sie die Schlafqualität sehr, sehr positiv beeinflussen kann und indem sie unter anderem auch die Tiefschlafphasen fördert, denn Glycin ist ähnlich wie GABA auch ein eigener Neurotransmitter, der euch sozusagen runterfährt und in den regenerativen Zustand bringt. Das Ganze ja, würde ich euch empfehlen, einfach als Pulver zu konsumieren. Die Aminosäure schmeckt auch sehr süß. Das heißt, wenn ihr das irgendwo in einen Shake oder so mit reinmacht, habt ihr da gleich noch einen tollen Geschmack. Und mit 3 bis 5 Gramm seid ihr hier wirklich bestmöglich versorgt, eure Schlafqualität zu unterstützen. Und das für einen wirklich schmalen Taler. Ein weiterer Geheimtipp ist der Kamillentee. Aber eigentlich nur im übertragenen Sinne, denn eure Oma hatte auf jeden Fall recht. Ja, Kamille fördert die Schlafqualität, aber eigentlich nicht die Kamille an sich, sondern ein Flavonoid, was dementsprechend in der Kamille zu finden ist, und das ist Apigenin. Ein sehr, sehr interessanter Inhaltsstoff, der sehr viele positive gesundheitliche Vorteile mit sich bringt, aber unter anderem auch die, dass er wieder auf den Neurotransmitter GABA wirkt, euch dementsprechend auch wieder runterfährt, hilft die Schlafqualität zu verbessern. Und hier ist einfach das große Problem, dass die meisten Leute hier viel zu geringe Dosierung
zu sich nehmen, als wirklich, dass sie wirklich nennenswerte Effekte davon merken würden. Gerade ein Kamillentee ist absolut lächerlich, da ist zwar Apigenin drin enthalten, aber um wirklich nennenswerte Effekte zu erzielen, müsstet ihr hier schon mal in den Bereich von 200 bis 600 Milligramm gehen, was die wenigsten Supplements so liefern. Von dem her geht es, die Augen offen zu halten und wirklich die richtigen Formen zu wählen, damit ihr hier auch diese ganzen positiven Effekte abgreifen könnt. Schaut euch das unbedingt mal an. Über die Schlafqualität hinaus noch wesentlich weitere interessante Effekte, aber auf jeden Fall hier auf der Liste mit dabei, denn Apigenin ist wirklich ein absoluter Geheimtipp, der in eurer Supplement-Routine in Bezug auf den Schlaf nicht fehlen sollte. Darüber hinaus gilt es natürlich auch noch den absoluten Klassiker anzusprechen, den wahrscheinlich schon viele von euch auf dem Zettel haben, und das ist Ashwagandha. Auch hier an vielen Stellen bewiesen, dass es die Schlafqualität verbessern und vor allen Dingen auch euren Cortisolspiegel positiv beeinflussen kann. Ich würde euch hier empfehlen, wenn es um die Schlafqualität geht, auf patentierte Formen wie KSM 66 oder Sensoril Ashwagandha zurückzugreifen. Die wirken sich hier am positivsten aus und da seid ihr in einem Bereich von 500 Milligramm, ja, eine Stunde vor dem Schlafen dementsprechend gut versorgt, wenn es darum geht, die Schlafqualität nach vorne zu treiben. Über Melatonin haben wir jetzt an vielen Stellen schon ausgiebig gesprochen. Kann ein wertvolles Werkzeug sein, aber hier Vorsicht, Freunde, wenn ihr das nehmen wollt, wirklich unter den Bedingungen, die ich vorhin genannt habe, immer zu den gleichen Zeiten und auf jeden Fall nicht wild durcheinander, damit ihr hier nicht mehr Schaden als Nutzen anrichtet. Und auf jeden Fall ein Faktor, der hier in der Supplementliste nicht fehlen darf, aber mit Vorsicht, der Körper sollte das eigentlich selber machen, weil ihr so tolle Lifestyle-Faktoren geschaffen habt, dass der Körper hier auch dazu in der Lage ist. Darüber hinaus müssen wir aber auch noch über GABA sprechen. Der Begriff ist jetzt auch schon an ein paar Stellen geflossen, auch ein Neurotransmitter, also ein Signalgeber, einfach gesagt, der dementsprechend dafür sorgt, dass ihr überhaupt erstmal in den Schlaf übergehen könnt. Aber auf der anderen Seite muss man hier auch ganz klar dazu sagen, dass eine Nahrungsergänzung in Form von GABA von außen zugeführt nicht wirklich die Wirkung erzielt, die wir uns davon versprechen, denn es kann einfach nicht die Blut-Hirn-Schranke überwinden und dementsprechend dann im Gehirn auch die Aktivität hervorrufen, wie natürlich produziertes GABA. Das heißt, hier solltet ihr euch ähnlich wie bei Melatonin auch eher wieder darauf konzentrieren, diese ganzen Verhaltensweisen an den Tag zu legen, die ich euch vorhin genannt habe, Licht zu vermeiden und, damit der Körper selber die Möglichkeit hat, hier diese Neurotransmitter zu bedienen, statt sie von außen zuzuführen, weil einfach die Studienlage sehr, sehr dünn ist, was da für Effekte bei rauskommen und ihr dann dementsprechend vielleicht einfach nur unnötig Geld aus dem Fenster werft. Von dem her fokussiert euch bei den Supplements wirklich auf die wichtigen Dinge und hier auch nochmal der ganz klare Hinweis. Wenn ihr Schlafsupplements einnehmt, müsst ihr die auch richtig timen, denn wenn ihr zum Beispiel eure letzte Mahlzeit esst und auf diese Mahlzeit drauf die Schlafsupplements nehmt, na herzlichen Glückwunsch, die werden erst mitten in der Nacht ankommen, weil das ja mit dem Verdauungsbrei erstmal ewig im Magen rumliegt. Ich würde euch eher empfehlen, eine Stunde vor dem Schlafengehen die ganzen Schlafsupplements einzunehmen, unabhängig von einer Mahlzeit und dann gegebenenfalls eine Stunde später die letzte Mahlzeit zu essen, damit diese überhaupt auch erst wirken können. Ja? Viele Prozesse im Körper müssen ja auch erstmal anlaufen, die Tabletten müssen sich erstmal auflösen und so weiter. Da könnt ihr nicht verlangen, dass ihr sozusagen die Tabletten nehmt, euch ins Bett legt und alles direkt läuft. Idealerweise passieren diese ganzen Prozesse schon vorher im Körper und ihr lasst das Ganze auch so anlaufen, dass ihr hier wirklich die maximale Wirkung daraus erzielen könnt. Über Supplements hinaus haben wir natürlich auch im Bereich der Peptide einige Möglichkeiten, positiven Einfluss auf die Schlafqualität zu nehmen. Peptide im Allgemeinen ein Thema, was in den letzten Jahren ja explodiert ist. Es sind unglaublich viele Substanzen zum Vorschein gekommen, mit denen wir die unterschiedlichsten Wirkungen erzielen können und vor allen Dingen auch die Schlafqualität beeinflussen. Da gibt es wirklich eine Bandbreite von Peptiden, die wir nutzen können, aber wir fokussieren uns heute mal auf die drei wesentlichsten, die eine belegbare Wirkung haben und auf der anderen Seite auch eine relativ gute Verfügbarkeit, denn irgendwo muss man diese Sachen ja auch immer herbekommen. Je exotischer die werden, desto schwieriger wird es und von dem her fokussieren wir uns jetzt mal auf die drei wesentlichen. An allererster Stelle ist hier DSIP zu nennen. Delta Inducing Sleep Peptide ist ein sehr kraftvolles Peptid, wenn es dann richtig dosiert wird. Der Nummer 1 Fehler ist hier immer viel zu wenig zu benutzen und ich würde da nichts empfehlen, weil ich ja kein Arzt bin, aber in einer reinen Traumwelt würde ich persönlich, glaube ich, in mein Buch schreiben, dass jemand in meiner Traummärchengeschichte 500 Mikrogramm nur ungefähr eine Stunde vor dem Schlafen injiziert hätte, um die Schlafqualität hier auf Vordermann zu bringen. DSIP wirkt ja auch wieder über den GABA-Signalweg, der ja, wie eben schon angesprochen, über GABA-Supplements nicht direkt wirkt, aber es gibt halt sehr viele Mechanismen im Körper, wo wir diesen indirekt triggern können, sodass der Körper das dann sozusagen selber macht, was mit DSIP sehr, sehr hervorragend funktioniert und dann dementsprechend nicht nur mit einer kürzeren Einschlafzeit einhergeht, sondern auch mit besseren Tiefschlafphasen, was sich insgesamt wieder unterm Strich sehr, sehr positiv auswirken kann.
An zweiter Stelle ist das Oxytocin zu nennen. Auch ein sehr interessantes Hormon, was ihr aber auch komplett gratis abgreifen könnt. Denn es ist vor allen Dingen das Hormon, was ausgeschüttet wird, wenn ihr soziale Bindungen habt. Das heißt Kuscheln, körperliche Nähe zu euren Liebsten und so weiter. Aber auch Sachen wie zum Beispiel Massagen oder auch einfach nur Gesellschaft von Haustieren. Sorgen alle schon dafür, dass ihr Oxytocin ausschüttet, was erstmal beruhigende, angstlösende Eigenschaften hat, euer Nervensystem wieder dementsprechend in den Parasympathikus versetzt und insgesamt einen tollen Einfluss auf die Schlafqualität hat. Wenn ihr jetzt aber im Keller wohnt und überhaupt keine Menschen um euch rum habt, so wie ich, dann müsst ihr heute gegebenenfalls einfach auch mal Oxytocin so in Erwägung ziehen. In einer reinen Traumwelt werden hier 40 internationale Einheiten ganz zuträglich, um die Schlafqualität dementsprechend wieder zu fördern. Aber vielleicht findet ihr ja auch jemand der euch abends ein bisschen den Kopf krabbelt oder mal in den Arm nimmt. Das könnte gegebenenfalls auch schon einen schönen Einfluss darauf haben, eure Schlafqualität sehr kostengünstig zu verbessern. Im nächsten Schritt sprechen wir auf jeden Fall noch über HGH. Es gibt sicherlich einige Zuschauer, liebe Grüße an der Stelle, die, denke ich mal, hier das HGH im Einsatz haben, in der Form von einer Ersatztherapie vom Arzt verordnet. Und da ist es natürlich auch wieder wichtig, das Ganze richtig zu timen, um den Einfluss auf die Schlafqualität hier zu optimieren. Grundsätzlich haben wir es schon am Anfang des Videos angesprochen, gerade in den Tiefschlafphasen ist die Zeit, wo der Körper auf natürliche Art und Weise das meiste Wachstumshormon über den Tag eigentlich freisetzen würde. Dem kommen wir jetzt natürlich sehr entgegen, wenn wir das Ganze substituieren, das auch so zu timen, das ebenfalls abends direkt vor dem Schlafen zu nehmen, um dann gegebenenfalls auch wieder hier den Biorhythmus auf eine weitere Art und Weise zu stabilisieren und vor allen Dingen auch das meiste aus diesem HGH rauszubekommen, weil auch die Bioverfügbarkeit und die ganzen Prozesse im Körper, die sozusagen anlaufen in Bezug auf IGF-1-Konvertierung und, da ist ja eine Bandbreite, weil ja gar nicht das IGF-1 an sich, das HGH an sich die Wirkung erzielt, sondern alles, was dann sozusagen danach kommt. Jetzt mal ganz einfach gesagt, umso besser funktioniert, wenn wir das einfach nachts präsent haben. Von dem her, wenn ihr euer HGH injiziert, wie immer gilt, je mehr, desto besser, zumindest in dem Bereich. Und ja, das Ganze kurz vorm Schlafen eingesetzt kann auf jeden Fall auch wieder einen sehr positiven Einfluss nehmen. Denn ein großer Nachteil, von dem viele Anwender ja auch immer wieder berichten bei der HGH-Gabe, ist, dass sie einfach über den Tag eine große Schläfrigkeit feststellen. Also es sediert sehr stark bei einigen Anwendern, was dann dementsprechend ja auch wieder als Vorteil genutzt werden kann, wenn wir das Ganze gegen Abend timen, sodass ihr nicht nur mehr aus dem HGH rausbekommt in Bezug auf die ganzen positiven Effekte, sondern auch noch den Schlaf ganz gezielt beeinflusst, nicht nur dadurch, dass ihr schneller einschlaft, sondern vor allen Dingen auch, weil es die Schlafqualität auch aktiv fördern kann. So, und wenn ihr jetzt sagt, Supplements, alles schön und gut, habe ich probiert, aber bringt bei mir überhaupt nichts, kann ich verstehen, dann können wir auch natürlich noch einen Schritt weiter gehen und auch Medikamente zum Einsatz bringen. Wobei bei Schlafmedikation immer Vorsicht geboten ist, denn die meisten Schlafmedikamente gehen zwar mit einer kürzeren Einschlafzeit daher, das ist das gleiche wie auch mit Cannabis oder Alkohol, das heißt, wir schlafen erstmal schnell ein. Im Maßgeblichen wirken sie aber alle gleich, dass sie eure Schlafqualität insgesamt negativ beeinflussen und ihr zwar dann schneller ins Kissen gedrückt werdet, aber unterm Strich bei weitem nicht so erholsam schlaft und das Ganze dann gegebenenfalls auch wieder negative Effekte haben kann. Des Weiteren haben wir bei vielen Schlafmedikationen auch die Gefahr einer Abhängigkeit. Ja, Benzodiazepine zum Beispiel, dementsprechend hohes Suchtpotenzial, sehr, sehr unangenehme Entzugserscheinungen in Form von Schlafstörungen. Das heißt, vielleicht schlaft ihr, wenn ihr diese Sachen einnehmt, aber sobald ihr davon wegkommen wollt, reagiert der Körper dann dementsprechend mit Schlafentzug, wo ihr euch dann wirklich dreckig fühlt und durch eine harte Phase durchgehen müsst, bis ihr davon losgekommen seid. Also alles sehr negative Auswirkungen. Ich werde euch trotzdem ein paar nennen, die man anwenden könnte in bestimmten Situationen. Hier ist auch, denke ich, wieder die Menge und die Dauer das Gift, aber auf der anderen Seite sind es einfach nur mal Werkzeuge, die euch dann auch gegebenenfalls schlafen lassen, was man situativ bedingt dann auch wieder gezielt für sich nutzen kann. Bei Benzodiazepinen ist auf jeden Fall darauf zu achten, dass die Halbwertszeit mitspielt. Denn gerade Sachen wie Valium, das werdet ihr alle schon mal gehört haben, haben eine unendlich lange Halbwertszeit. Und wenn ihr das abends vorm Schlafen eingebt, na herzlichen Glückwunsch, das Ding wird noch 2 Tage später geführt und ihr werdet den ganzen nächsten Tag davon beeinträchtigt sein. Hier sind Benzodiazepine wie zum Beispiel Oxazepam wesentlich besser geeignet, weil die Halbwertszeit wirklich so ausgelegt ist, dass ihr das Ganze eine Stunde vor dem Schlafen eingenommen dann auch am nächsten Tag wieder draußen habt und gezielt wirklich Wirkung auf die eine Nacht nehmt, ohne dass ihr einen großen Überhang in den nächsten Tag habt. Ähnlich sieht es bei den sogenannten Z-Drugs aus, also Z-Drugs. Die wirken auf andere Art und Weise wie die Benzodiazepine, haben weniger Abhängigkeitspotenzial, weniger, nicht keins. Und hier sind Medikamente wie Zolpidem oder Zopiclon auf jeden Fall auch dafür geeignet, euch dann gegebenenfalls mal schlafen zu lassen, wenn die Umstände es eigentlich nicht hergeben, euch schlafen lassen zu sollen. Das heißt, wenn ihr gerade zum Beispiel irgendwie Kummer, Stress habt oder irgendwie eine schwere Zeit durchlebt und so weiter und dann einfach dafür sorgen müsst, dass ihr überhaupt schlaft,
macht, sind diese Sachen schon irgendwo wertvoll. Hier sollte man nur ganz klar ins Verhältnis setzen, diese nicht langfristig einzusetzen, sondern immer nur situativ, wenn es denn wirklich nötig ist, weil die negativen Auswirkungen auf eure Schlafarchitektur, also die einzelnen Schlafphasen, dann unterm Strich dann doch wieder eher negativ sein können. Aber es gibt tatsächlich einen Lichtblick am Ende des Tunnels und das sind ja, bestimmte Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, wie zum Beispiel Trazodon. Das ist ein sehr interessantes Medikament, denn es ist eigentlich, wie gesagt, ein Antidepressivum, jedenfalls in höheren Dosierungsbereichen. In niedrigeren Wiederholung sage ich schon, bin schon wieder im Training. In niedrigen Dosierungsbereichen wird es eher für ja, Schlafstörungen eingesetzt und da auch sehr gewinnbringend, denn Trazodon ist eins der wenigen Medikamente, was die Schlafarchitektur positiv beeinflussen kann. Das heißt, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Benzodiazepinen oder Zopiclon und solchen Geschichten, die die REM- und Tiefschlafphasen verkürzen in der Regel, ist Trazodon in der Lage dazu, diese zu erhöhen und insgesamt dafür zu sorgen, dass ihr nicht nur besser einschlaft, sondern vor allen Dingen auch, dass ihr insgesamt erholsamer schlaft. Das ist natürlich ein toller Umstand, wobei man jetzt auch hier wieder ins Verhältnis setzen muss, das Abhängigkeitspotenzial, was bei weitem nicht so hoch ist, wie jetzt zum Beispiel bei den Benzodiazepinen, aber trotzdem gegeben ist und vor allen Dingen auch die Toleranzentwicklung des Körpers. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt diese Sachen nutzen wollt, um eure Schlafqualität zu verbessern, müsst ihr euch im Klaren darüber sein, dass ihr mit der Zeit immer mehr und mehr brauchen werdet, weil der Körper dann irgendwann eine Toleranz entwickelt und irgendwann auch mal der Zeitpunkt kommen wird, wo ihr einen Entzug machen müsst, sozusagen, um euch wieder zu sensibilisieren. Wobei ihr in dieser Zeit dann vielleicht wieder in Kauf nehmen müsst, dass der Körper sozusagen gegenarbeitet und eure Schlafqualität in der Zeit erstmal herabsetzt. Das heißt, auch hier wieder, ihr müsst selber wissen, was für euch gut ist. Ich zeige euch nur die Möglichkeiten auf, wenn wir hier über so ein umfängliches Thema wie Schlaf sprechen. Seid da auf jeden Fall vernünftig, aber wenn ihr sozusagen Schlafmedikamente einsetzen müsst, unter welchen Umständen auch immer, dann sorgt doch bitte dafür, dass ihr dann auch die wählt, die sozusagen vielleicht mal gleich einen positiven Einfluss auf die Schlafqualität haben und dann sonst nur in absoluten Ausnahmesituationen. Ich kann mich da zum Beispiel an Wettkämpfe erinnern, wo es Leute gibt, die einfach so aufgeregt sind, dass sie vorher gar nicht schlafen würden, wo es dann unter Umständen vielleicht schon mal sinnvoll ist, einfach mit einem Benzodiazepin zum Beispiel gegenzuarbeiten, um einfach dafür zu sorgen, dass diese Nacht auf jeden Fall sichergestellt ist, dass ihr schlaft. Und wie gesagt, ein einmaliger Einsatz hat ja jetzt auch dementsprechend noch keine Auswirkungen auf irgendwelche Abhängigkeiten und so weiter, weshalb man das Ganze dann in den richtigen Situationen richtig eingesetzt vielleicht schon mal vertreten kann. Um das Thema Medikamente hier noch abzuschließen, auf jeden Fall noch ein Wort zu Cannabis und Alkohol. Denn beide Substanzen sorgen dafür, dass ihr schneller einschlaft, schön und gut, aber eure Schlafqualität wird unterm Strich dann doch massiv beeinträchtigt. Das heißt, verkauft euch das Ganze jetzt nicht, dass ihr abends irgendwie einen Joint raucht, um besser schlafen zu können. Erstmal ist in der Regel wahrscheinlich noch Tabak dabei, dann habt ihr wieder die Nikotinwirkung, die ich vorhin angesprochen habe, und eure Schlafarchitektur wird auch wieder maßgeblich negativ beeinflusst, weshalb ich da auch da wieder davon absehen würde, das gezielt einzusetzen, um meine Schlafqualität zu verbessern und eher die anderen Sachen in den Einsatz nehmen würde, die ich hier vorhin angesprochen habe, mit Peptiden, Supplements und gegebenenfalls auch mit dem Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, wie zum Beispiel Trazodon, zu arbeiten, um hier auf der Medikamentenebene alles rauszuholen, aber auf jeden Fall nicht auf diese Sachen zurückzugreifen, die euch erstmal vorgaukeln, einen besseren Schlaf zu haben, unterm Strich dann dementsprechend aber genau wieder die gegenteiligen Auswirkungen haben. Außerdem möchte ich nochmal auf das Thema Mittagsschlaf zu sprechen kommen, weil ich 100% wieder in den Kommentaren sonst danach gefragt werde. Es ist sehr individuell. Ich persönlich bin jemand, der steckt einen Mittagsschlaf sehr gut weg. Das ist eine Sache, die ihr ausprobieren müsst. Für die meisten Leute gilt aber, kurze Powernaps in Form von 10 bis 20 Minuten sind völlig okay und stören die Schlafqualität in der Nacht nicht. Für die meisten Leute wird alles, was darüber hinausgeht, die Schlafqualität beeinträchtigen. Deshalb solltet ihr ganz genau ins Verhältnis setzen, ob ihr einen Mittagsschlaf macht oder nicht. Und vor allen Dingen gilt auch wieder hier, je länger und je dichter an der eigentlichen Schlafzeit heran, desto schädlicher wird es sein. Das heißt, wenn ihr jetzt früh am Tag, ja, oder in der ersten Tageshälfte irgendwie einen Powernap von 20 Minuten macht, ist das sicherlich überhaupt nichts, worüber ihr euch Sorgen machen müsst und was unterm Strich wahrscheinlich eher positive Effekte hat. Wenn ihr aber um 18 Uhr irgendwie euch noch 2 Stunden hinlegt und dann natürlich irgendwie um 23 Uhr schlafen gehen wollt, kann ich euch jetzt schon sagen, dass das nach hinten losgehen wird und von dem her auch hier wieder das Thema Mittagsschlaf sehr, sehr individuell, aber grundsätzlich könnt ihr euch merken, je früher und je kürzer, desto besser, damit das hier einfach keine Überlappungseffekte sozusagen hat. So Freunde, jetzt werdet ihr erstmal belohnt, denn ihr seid dran geblieben und dementsprechend blende ich euch jetzt hier nochmal die Nonplusultra-Schlafroutine ein, die ihr wirklich abarbeiten könnt, um für die Nacht eures Lebens zu sorgen. Da sind einige Punkte dabei, die wir jetzt schon besprochen haben, die ihr einfach in der richtigen Reihenfolge abarbeitet und dann dementsprechend auch äußerst positive Effekte auf eure Schlafqualität feststellen solltet.
Im Großen und Ganzen habt ihr gemerkt, welche Punkte überhaupt alle mit der Schlafqualität in Verbindung stehen und dass das eigentlich auch erst die Spitze des Eisbergs war, denn Schlaf ist ja wirklich ein Thema, was man in die unterschiedlichsten Bereiche noch ausdehnen kann. Und wenn euch das Ganze interessiert, kann ich euch den Wissenschaftler, von dem ich persönlich selber unglaublich viel gelernt habe, Matthew Walker, nur ans Herz legen. Der hat auch sehr viele Podcasts bei Spotify und YouTube, findet ihr auch zum Beispiel bei Huberman und Co., wo er wirklich grandiose Interviews gegeben hat und sehr interessante Inhalte vermittelt hat, wie ihr eure Schlafqualität auf die unterschiedlichsten Bereiche noch nach vorne treiben könnt. Von dem her ganz klare Empfehlung, wenn ihr da noch in die Tiefe gehen wollt. Ansonsten stehe ich euch natürlich auch gerne zur Verfügung. Ich bin mir sicher, wir haben unglaublich viele Punkte offen gelassen, aber das Video ist eh schon wieder viel zu lang geworden. Von dem her, lasst uns in den Kommentaren weitermachen. Wir sammeln alle eure Fragen. Ihr haut da alles rein, was dementsprechend für euch wichtig ist. Und auch an der Stelle nochmal der ganz klare Verweis, in Video Nummer 2 vorbeizuschauen in Bezug auf das Thema CPAP-Therapie. Denn alle Punkte in Bezug auf die Schlafqualität, sei es Supplements oder auch hier schicke Brillen und so weiter, könnt ihr euch alles in den Hintern stecken, wenn ihr dementsprechend mit Schnarchen und Atemaussetzern zu tun habt. Von daher sollte das immer der erste Schritt sein, diese Sachen abzustellen und dann im zweiten Schritt diese ganze Liste hier abzuarbeiten, die ich gerade genannt habe, dass ihr dann dementsprechend auch die Möglichkeit habt, an allen Fronten alles aus eurer Schlafqualität rauszuholen. Ansonsten könnt ihr euch sicher sein, ich werde heute Nacht nicht schlafen, weil ich habe jetzt hier, wie gesagt, 5 Stunden in diese Strahler geguckt und meine Brille nicht aufgehabt. Aber alles nur für euch, damit ihr wenigstens gut schlafen könnt. Lasst mir dafür als Danke gerne ein Like und ein Abo da. Ich freue mich auf die nächste Runde mit euch. Das war der Schlafguide und ihr könnt mir natürlich auch gerne in die Kommentare hauen, was ihr als nächstes für eine Guide-Reihe haben wollt. In dem Sinne, Leute, macht's gut und gute Nacht.